Eines Tages nahm die Welt abrupt ihr Ende. Alles brach zusammen, Gebäude zerfielen zu Staub. Menschen starben einer nach dem anderen. Dann breitete sich eine Pandemie über den gesamten Globus aus. Zunächst herrschte Schock. Die Börsen stürzten ab, weltweite Panik breitete sich wie ein Lauffeuer aus. Überall kursierten Nachrichten, das war das Ende der Welt. Kriege brachen aus, Nationen wandten sich gegeneinander. Wirtschaften zerfielen, Lebensmittelknappheit dezimierte die Bevölkerung. Mitten in dieser Krise eskalierte das Chaos. Selbst ein kleines Päckchen Instantnudeln wurde für Millionen Won verkauft. Die Menschen strömten auf die Straßen. Sie flehten, sie protestierten, eine Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Doch die Menschheit war nicht der Auslöser. Plötzlich tauchten Monster auf der Erde auf. Und das markierte das wahre Ende der Menschheit. Wie in einem Märchenbuch begann es. Sobald die Monster erschienen, entwickelten Menschen außergewöhnliche Fähigkeiten. Sie wurden zu Supermenschen. Systembenachrichtigungen tauchten auf und boten Werkzeuge, um diese Kreaturen zu bekämpfen. Auf den ersten Blick wirkte es wie ein vertrautes Szenario. Doch hier war der Haken. Trotz der neuen Kräfte waren die Monster auf Albtraumschwierigkeit. Die sogenannten Supermenschenfähigkeiten erwiesen sich als nahezu nutzlos. Die Monster löschten die Menschen aus, als wären sie nichts. Innerhalb von 3 Tagen war die Erde fast vollständig ausgelöscht. Dann wechselt die Perspektive. Die Kamera fokussiert sich auf ein hohes, makelloses Gebäude, das mitten in einer verwüsteten Landschaft steht. Alle anderen Bauwerke liegen in Trümmern. Nur dieses eine Gebäude bleibt völlig unversehrt, ohne einen einzigen Kratzer. Im Inneren befindet sich unser Protagonist, Ko-Yun. Die Szene wechselt zu Ko-Yun, der entspannt in seinem chaotischen Apartment sitzt und Chips direkt aus der Tüte isst. Er sieht ungepflegt aus, dünn, gekleidet in ein beflecktes weißes T-Shirt. Während er Chips knabbert und an einer fast leeren Cola nippt, seufzt er. Die Welt ist praktisch zerstört. Und doch liege ich hier herum, als wäre nichts passiert. Die Kamera zeigt sein Zimmer im Detail. Leere Instantrahmenpäckchen liegen verstreut auf dem Boden. Zerknüllte Taschentücher häufen sich. Überquellende Müllsäcke stapeln sich in den Ecken. Das Chaos ist unübersehbar. Ko-Yun fährt fort, seine Stimme klingt melancholisch. In dieser 100 Quadratmeter Wohnung bin ich allein. Meine Eltern, meine Großeltern, sie sind alle draußen. Seine Hintergrundgeschichte entfaltet sich. Sein Vater hatte diese Wohnung gekauft. 200 Millionen Won von der Bank geliehen. Weitere 200 Millionen aus seinen Ersparnissen investiert. Der Plan war, dass jemand 2 Jahre hier lebt, um Steuervorteile für den Immobilienbesitz in diesem Luxuskomplex zu erhalten. So kam es, dass Ko-Yun, obwohl nicht wohlhabend, hier landete. Doch mit dem plötzlichen Weltuntergang ist er nun in diesem Gebäude gefangen. Stört es ihn? Keineswegs. Ko-Yun ist ein wahrer Stubenhocker. Sein einziges wirkliches Problem? Kein Internet. Er stöhnt. Die Apokalypse da draußen ist schlimm genug. Aber kein Internet? Das ist der wahre Albtraum. Er starrt auf sein lebloses Handy. Was soll ich jetzt tun? Ohne Internet. Wie soll ich so überleben? Plötzlich erstarrt er. Ein durchdringender Schrei hallt von draußen. Erschrocken schleicht Ko-Yun zum Fenster und lugt hinaus. Ein gigantisches Wesen mit furchteinflößenden Flügeln fliegt direkt auf sein Apartment zu. Ko-Yuns Augen weiten sich vor Angst. Das Monster kracht mit einem ohrenbetäubenden Knall gegen das Fenster. Doch es hält es draußen. Sein Anblick ist abscheulich. Ein schleimiges, tentakelartiges Maul, das 3 zusätzliche Kiefer hervorbringt. Jeder davon voll mit messerscharfen, glitzernden Zähnen. Ein widerlicher Anblick. Ko-Yun hält den Atem an, überzeugt, dass er gleich gefressen wird. Doch dann, das Wesen schafft es nicht, das Glas zu durchbrechen. Es schlägt immer wieder gegen eine unsichtbare Barriere. Vergeblich. Plötzlich erscheint eine Systembenachrichtigung. Ein nicht autorisiertes Subjekt hat versucht, den Raum zu betreten. Eintritt durch das System verweigert. Ko-Yun starrt die Nachricht an, fassungslos. Seine Angst weicht Verwirrung. Was ist das für ein System? Warum schützt es mich? Kurz darauf bildet sich eine schimmernde, blaue Barriere um das Fenster. Ko-Yun versucht, die Tür seines Apartments zu öffnen. Doch sie ist fest verschlossen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, sie aufzubrechen, gibt er frustriert auf. Er blickt aus dem Fenster und murmelt. Das ist der 3. Tag der Apokalypse. Die Fähigkeit, die ihn schützt, hat ihn gleichzeitig eingesperrt. Die düstere Realität setzt ein. Ko-Yun sitzt in seinem dunklen Zimmer und beobachtet, wie die Welt untergeht. 3 Tage sind vergangen. Das Licht ist ausgefallen.
Seine Lebensmittelvorräte gehen zur Neige. In wenigen Tagen wird er nichts mehr haben. Sogar die Türen innerhalb seines Apartments sind verriegelt. Gezwungen, Plastiktüten für grundlegende Bedürfnisse zu nutzen. Wird Ko-Yun klar. Seine ultimative Stubenhocker-Fähigkeit hat ihn nicht nur vor äußeren Bedrohungen geschützt, sondern auch sein Zuhause in ein Gefängnis verwandelt. Er schreit vor Frustration. Wegen dieser lächerlichen Fähigkeit sitze ich hier fest. Ich kann nichts tun. Vielleicht werde ich hier einfach verhungern. Mit gesenktem Kopf und bitterem Ton murmelt er. Ganz allein. Obwohl er in Sicherheit war, hatte Ko-Yun ein echtes Problem: Nahrung. Seine Vorräte waren fast aufgebraucht. Der Kühlschrank hatte wegen des Stromausfalls den Dienst quittiert und das wenige Essen, das noch übrig war, begann zu verderben. Alles, was Ko-Yun noch hatte, waren ein paar Packungen Instantnudeln. Verzweifelt kaute er auf seine Nägeln, völlig ratlos, was er als nächstes tun sollte. Plötzlich erschien eine Systembenachrichtigung. Ko-Yun hat ein Level 23 Kalian erlegt. Du hast eine beträchtliche Menge Erfahrungspunkte erhalten und deine Fähigkeiten sind aufgestiegen. Ko-Yun erstarrte. Er starrte ungläubig auf die Nachricht. Seine Augen weiteten sich. Wie habe ich etwas erlegt? Ich habe dieses Zimmer nicht einmal verlassen. Verwirrt überflog er die Systemmeldung, um zu verstehen, was passiert war. Dann traf es ihn wie ein Schlag. Er sprang auf und rannte zum Balkon. Als er hinuntersah, blieb ihm der Mund offen stehen. Das riesige, groteske Wesen, das zuvor gegen sein Fenster gekracht war, lag nun tot auf dem Boden. Um seinen massiven Körper herum standen bewaffnete Monster. Ko-Yun blinzelte ungläubig. Habe ich dieses Ding etwa nur dadurch erledigt, dass es gegen mein Fenster geflogen ist? Gerade als er die Puzzleteile zusammensetzte, erschien eine weitere Systemmeldung. Du hast eine neue Fähigkeit erhalten. In der Nähe befindliche Beute erfüllt die Bedingungen. Berechnung läuft. Bevor Ko-Yun das verarbeiten konnte, begannen die Monster unten seltsam zu reagieren. Einige schrien laut auf, ihre Schreie zerschnitten die Luft. Andere hielten sich den Kopf und wandten sich vor Schmerz. Ein paar rissen das Monster wild mit ihren Krallen auseinander. Ko-Yun beobachtete das Chaos fassungslos. Das ergab für ihn überhaupt keinen Sinn. Dann unterbrach das System erneut. Beuteberechnung abgeschlossen. Ko-Yun hat 2,2 Millionen Won erhalten, entspricht ungefähr $1.500. Die Summe wurde in das Ultimate Stubenhocker Wallet eingezahlt. Ko-Yun starrte die Meldung fassungslos an. So viel Geld hatte er noch nie auf einmal gesehen. Bevor er sich vom Schock erholen konnte, flackerte plötzlich das Licht in seinem Zimmer auf. Der Strom war zurück. Seine Verwirrung wich purer Freude, als er erkannte, dass alles wieder funktionierte. Eine neue Systemmeldung erschien. Das Ultimate Stubenhocker-System wurde aktualisiert. Neue passive Fähigkeit freigeschaltet, Hausdeklaration, Level 3. Überwältigt von Glück ballte Ko-Yun die Fäuste und rannte zum Kühlschrank. Er riss die Tür auf, das Gerät lief wieder einwandfrei. Er stürmte zur Küche, drehte den Wasserhahn auf, frisches Wasser floss heraus. Selbst das Induktionskochfeld funktionierte, als er es testete. Ko-Yun sank auf die Knie. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Alles ist wieder da, flüsterte er. Genau wie früher. Er hatte wirklich geglaubt, in dieser Wohnung sterben zu müssen. Doch nun hatte ihm das Schicksal eine neue Chance gegeben. Als seine Erleichterung langsam abklang, kam ihm ein neuer Gedanke. Ko-Yun griff nach seinem Handy, ein Funken Hoffnung blitzte in seinen Augen auf. Könnte das Internet auch wieder da sein? Doch seine Hoffnung wurde sofort zunichte gemacht. Der Bildschirm zeigte weiterhin kein Internet an. Seufzend ließ er sich auf den Boden fallen und hielt sich verzweifelt den Kopf. Dabei berührte seine Hand etwas in der Nähe des Mülleimers. Er sah hinunter, ein USB-Stick. Neugierig hob er ihn auf und steckte ihn in seinen Computer. Als sich die Dateien luden, erschienen alte Familienfotos auf dem Bildschirm. Auf einem Bild fütterte seine Mutter ihn als Baby. Auf einem anderen hielt ein jüngerer Ko-Yun die Hand seiner Mutter an seinem ersten Schultag. Weitere Fotos folgten, sein Teenager-Ich, das glücklich mit seinen Eltern lachte. Und schließlich ein Bild von Ko-Yun mit 20 Jahren, wie er stolz neben seiner strahlenden Mutter und seinem Vater posierte. Ko-Yun starrte die Bilder an. Wut brodelte in ihm auf. Er knirschte mit den Zähnen und murmelte entschlossen. Ich muss meine Familie hierher holen. Egal was es kostet. Ich werde aus diesem Haus herauskommen und sie retten.
Mit neuer Entschlossenheit trat Ko-Yun auf den Balkon. Sein Verstand suchte nach einer Möglichkeit, diesem Gefängnis zu entkommen. Er überprüfte seine Fähigkeiten in der Hoffnung auf einen Hinweis. Da bemerkte er etwas Neues. Ultimate Stubenhocker Shop, Level 1. Das System erklärte, dass er jedes beliebige Objekt zu seinem ursprünglichen Marktpreis kaufen konnte. Verwirrt versuchte Ko-Yun, die Funktionsweise zu begreifen. Das System forderte ihn auf, seinen ersten Kauf zu tätigen. Sein Guthaben von 2,2 Millionen Won blinkte auf dem Bildschirm. Erstelle deine erste Einkaufsliste. Käufe sind zum Originalpreis verfügbar. Ko-Yun zögerte, klickte dann aber schließlich auf das Symbol. 2 weitere Meldungen erschienen. Ultimate Stubenhocker Wallet, maximales Level erreicht. Aktuelles Guthaben 2,2 Millionen Won. Das System wiederholte seine Frage. Möchtest du deinen ersten Einkauf tätigen? Ko-Yun starrte eine Weile auf die Benachrichtigung. Dann wurde ihm klar, das Geld, das er durch das Besiegen des fliegenden Monsters erhalten hatte, war jetzt sicher in seiner Wallet gespeichert. Er atmete tief durch und dachte über seine Lage nach. In Gedanken versunken, ging er zum Fenster, öffnete es vorsichtig und trat auf den Balkon. Könnte das endlich meine Chance sein, dieses Zimmer zu verlassen? Gerade als diese Hoffnung in ihm aufkeimte, unterbrach ihn das System mit einer eiskalten Nachricht. Der Ultimate Stubenhocker kann das Haus nicht verlassen. Eine Welle der Enttäuschung überkam Ko-Yun. Er hatte geglaubt, dass sein Levelaufstieg ihm die Freiheit bringen könnte. Doch diese Hoffnung wurde brutal zerschmettert. Er ballte die Fäuste und stellte sich der bitteren Realität. Doch inmitten der Verzweiflung entflammte ein neuer Funke der Entschlossenheit. Wenn ich weiter Monster töte und mein Level steigere, könnte ich vielleicht irgendwann eine Fähigkeit freischalten, die mich befreit. Der Gedanke, durch mehr Macht der Freiheit näher zu kommen, gab ihm neuen Mut. Doch eine beunruhigende Frage blieb. Wenn ich das Zimmer nicht verlassen kann, wie soll ich dann weitere Monster töten? Ko-Yun lief nervös in seinem Zimmer auf und ab. Er realisierte, dass es ein seltener Glücksfall gewesen war, dass das fliegende Biest durch sein Fenster gestürzt war, eine Möglichkeit, die sich so schnell nicht wiederholen würde. Er musste einen Weg finden, Monster zu töten, ohne sein Zimmer zu verlassen. Minuten vergingen, während Ko-Yun angestrengt nachdachte. Dann fiel ihm etwas Ungewöhnliches auf. Unten waren die Monster damit beschäftigt, Fleischstücke aus dem gefallenen fliegenden Biest zu hacken. Als Ko-Yun sie genauer beobachtete, bemerkte er, dass sie nicht besonders stark wirkten. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf, vielleicht konnte er sie besiegen. Ohne Zeit zu verlieren, rannte Ko-Yun in sein Apartment. Er schnappte sich eine Wasserflasche, hielt sie fest und schleuderte sie mit aller Kraft über das Balkongeländer. Die Flasche flog mühelos durch die Luft, überquerte die Barriere und landete weit unten. Ko-Yuns Augen leuchteten vor Aufregung auf. Er hatte eine entscheidende Entdeckung gemacht. Obwohl er den Raum nicht verlassen konnte, konnten die Gegenstände, die er warf, die Barriere problemlos passieren. Dieser Gedanke entfachte seine Entschlossenheit. Schnell entwickelte er einen Plan. Er würde schwere Gegenstände auf die Goblins werfen, um sie mit ihrem Gewicht zu zerschmettern und Erfahrungspunkte zu sammeln. Ko-Yun durchsuchte sein gesamtes Apartment nach geeigneten Waffen. Nach einer gründlichen Suche stieß er auf eine 5-Kilo-Hantel, die seit Jahren unbenutzt herumlag. Er packte die Hantel und spürte einen Funken Selbstvertrauen. Doch als er auf den Balkon trat und nach unten blickte, schwand sein Mut. Die Monster, die große Fleischstücke des fliegenden Biestes trugen, schienen sich auf den Rückzug vorzubereiten. Panik stieg in ihm auf. Wenn sie gehen, wie soll ich dann aufläfeln? Verzweifelt schleuderte Ko-Yun die Hantel mit aller Kraft. Sie sauste durch die Luft, aber sein Herz sackte in die Tiefe, als er sah, dass sie ihr Ziel verfehlte. Statt die Goblins zu treffen, krachte sie auf das Fleisch. Ein lauter Aufprall ließ die Goblins erschrocken aufschreien und in alle Richtungen auseinanderstieben. Wut und Frustration brodelten in Ko-Yun. Er hatte nur noch eine einzige Hantel und die Möglichkeiten auf Erfolg wurden immer geringer. Wie erstarrt hielt er die verbleibende Hantel in den Händen. Zweifel erfüllten ihn. Was, wenn ich wieder verfehle? Er hatte keine anderen Waffen im Haus. Ihm blieben kaum Möglichkeiten. Plötzlich ertönte draußen ein lauter Tumult. Ko-Yun blickte über das Balkongeländer und erstarrte. Hunderte von Goblins strömten auf sein Gebäude zu. In ihrer Mitte stand ihr Anführer mit einer bizarren Haarstruktur, die einem Hahnenkamm ähnelte. Der Anführer, mit ausgeprägten Sixpack-Muskeln, hielt Ko-Yuns Hantel in die Höhe und zeigte direkt auf ihn.
Er brüllte etwas in einer fremdartigen, aggressiven Sprache. Hinter ihm schrien die Goblins wütend und ballten die Fäuste gegen Koyon. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Aber dann hatte er einen unerwarteten Gedanken. Das ist nicht beängstigend, das ist eine Gelegenheit. Die Monster, die zuvor das Gebiet verlassen hatten, versammelten sich nun in noch größerer Zahl direkt vor seinem Gebäude. Das war seine Möglichkeit auf massenhaft Erfahrungspunkte, wenn er schnell handelte. Mit einem Plan im Kopf öffnete Koyon das Systemmenü und aktivierte den Ultimate Stubenhocker Store. Er klickte auf die Option zur Itemlistung. Das System fragte, ob er seinen ersten Gegenstand einstellen wollte. Koyon zögerte. War das eine zu große Wette? Langsam hob er seine letzte Hantel auf und überlegte. Wenn ich diese letzte Hantel werfe, treffe ich vielleicht nicht genug Goblins. Und wenn ich daneben werfe, ist alles verloren. Doch tief in ihm flüsterte eine Stimme, dass der Shop die Lösung sein könnte. Ohne zu zögern gab Koyon den Befehl, die Hantel in den Ultimate Stubenhocker Store einzustellen. Ein holographisches Licht erfasste seine Hand und scannte die Hantel. Für einen Moment geriet Koyon in Panik. Was, wenn das System die Hantel einfach verschwinden lässt? Doch als das Licht verschwand, stellte er erleichtert fest, dass die Hantel noch immer in seiner Hand lag. Das System hatte sie nur gescannt. Eine Benachrichtigung erschien. Dein klassisches, rutschfestes 3 Kilo Hantelset wurde erfolgreich im Ultimate Stubenhocker Store gelistet. Koyon überprüfte die Shop-Oberfläche und sah seine Hantel, zum exakt gleichen Preis, den er ursprünglich dafür bezahlt hatte, 16,99. Er war fassungslos. Das bedeutete, dass er jedes beliebige Objekt zum ursprünglichen Marktwert listen konnte. Diese Erkenntnis änderte alles. Wenn er genügend Geld hatte, konnte er nun eine unbegrenzte Anzahl an Items kaufen. Um seine Theorie zu testen, gab er den Befehl, 2 weitere Hanteln zu bestellen. Kaum hatte er die Bestellung bestätigt, erschien ein gleißend weißes Licht, direkt vor seinen Augen materialisierten sich 2 identische Hanteln, als wären sie mitten in der Luft 3D gedruckt worden. Koyons Gesicht erhellte sich. Seine Augen funkelten vor neuer Hoffnung. Die Angst, keine Waffen mehr zu haben, war verschwunden. Ohne Zeit zu verlieren, nahm er eine der neuen Hanteln, zielte sorgfältig und schleuderte sie auf die Goblins. Dieses Mal standen die Goblins dicht gedrängt beieinander. Die Hantel sauste nach unten und traf einen Goblin direkt am Kopf. Bäm, Sigma-Wurf. Der Schädel des Goblins zersplitterte. Blut spritzte in alle Richtungen. Der Körper sackte leblos zu Boden. Ein System-Pop-up erschien sofort. Du hast einen Level 7 Goblin getötet. Erhaltene Erfahrungspunkte 33.451. Die Punkte wurden direkt in sein Ultimate Stubenhocker Wallet übertragen. Ein Rausch durchströmte Koyon. Sein Plan funktionierte. Aufsteigen fühlte sich greifbarer an als je zuvor. Allerdings bemerkt Koyon schnell einen Mangel. Jede Kurzhantel kostet 16,99 Won, während er nur 3,45 pro Goblin-Kill verdient. Das ist ein schlechtes Geschäft, murmelt Koyon vor sich hin. Trotzdem fühlt er trotz des finanziellen Verlusts ein kleines Stück Stolz. Es ist ihm gelungen, einen Goblin zu töten, ohne das Haus zu verlassen. Inzwischen bricht unter den Goblins Chaos aus. Sie sammeln sich um den gefallenen Körper, rufen und gestikulieren verwirrt. Ihr Zorn kocht über, als sie zur Balustrade starren. Plötzlich kommt eine weitere Kurzhantel herabgesaust, doch dieses Mal sind die Goblins vorbereitet. Sie weichen dem Angriff mit Leichtigkeit aus, ihre Mienen von Verachtung erfüllt. Koyon ballt seine Fäuste vor Frustration, seine Irritation wächst. Entschlossen, Erfolg zu haben, bestellt er mehr Kurzhanteln aus dem ultimativen Stubenhocker-Shop. Auch wenn jede Kurzhantel ihn teuer zu stehen kommt, weiß er, dass das Level seine wahre Priorität ist. Der Gedanke, größere Objekte wie seinen Kühlschrank oder Fernseher zu benutzen, geht ihm durch den Kopf, doch er verwirft ihn schnell. Diese Gegenstände sind zu sperrig und langsam. Die Goblins würden ihnen leicht ausweichen. Mit einem wachsenden Vorrat an Kurzhanteln wirft Koyon sie schnell hintereinander. Eine nach der anderen trifft das Gewicht ihre Ziele und tötet die Goblins sofort. Das System überflutet ihn mit Benachrichtigungen über erfolgreiche Kills, darunter Level 7, 8 und sogar Level 10 Goblins. Während die Kills sich häufen, füllt sich Koyons Erfahrungspunktbalken. Schließlich verkündet das System, dass er ein Level aufgestiegen ist. Mit dem Levelaufstieg erhält er eine neue Fähigkeit, das ultimative Stubenhocker-Speichersystem Level 1. Neugierig aktiviert Koyon die Fähigkeit. Vor ihm erscheint eine holographische Benutzeroberfläche, die einem Haus ähnelt.
Er testet ihre Funktionalität, indem er mehrere Kurzhanteln speichert. Helles Licht umhüllt jede einzelne und sie verschwinden im System. Ko-Yun überprüft die Speicheroberfläche und stellt sicher, dass die Kurzhanteln sicher gespeichert sind. Aufgeregt ruft er eine herbei, während er beobachtet, wie sie in seiner Hand materialisiert. Er erkennt, dass er Gegenstände sofort überall herbeirufen kann. Ko-Yuns Grinsen wird breiter, ein psychotischer Glanz in seinen Augen. Er greift die Kurzhantel fest, bereit, Chaos über die Goblins unten zu entfesseln. Sein Plan formt sich bereits in seinem Kopf. Die Zeit vergeht und bald strahlt ein intensives blaues Leuchten aus Ko-Yuns Zimmer. Er hat hunderte von Kurzhanteln gekauft und sie in seinem ultimativen Stubenhocker-Speichersystem gespeichert. Auf seinem Balkon stehend, streckt Ko-Yun seine Hand aus, schließt die Augen und stellt sich vor, dass alle Kurzhanteln sicher in seinem System verstaut sind. Mit einem einzigen Befehl ruft Ko-Yun sie herbei, wie einen sintflutartigen Regen. Hunderte von Kurzhanteln regnen vom Himmel herab und stürzen auf die Goblins unten. Die Goblins sind überwältigt und können dem unaufhörlichen Hagel von Gewichten, die gleichzeitig auf sie herabfallen, nicht entkommen. Eins nach dem anderen werden die Goblins zerquetscht, ihr Blut spritzt, während die Kurzhanteln mit tödlicher Präzision zuschlagen. Das System benachrichtigt Ko-Yun kontinuierlich über seine Kills und die immer weiter wachsenden Einnahmen. Nach 3 oder 4 Minuten endet das Gemetzel. Jeder Goblin liegt leblos da. Und das System verkündet, dass Ko-Yun 56.600.611 Won direkt in seine ultimative Stubenhocker-Brieftasche eingezahlt wurden. Das System fragt Ko-Yun, ob er weitere Artikel in seinem ultimativen Stubenhocker-Shop auflisten möchte. Als Ko-Yun dies sieht, glänzen seine Augen vor neuer Aufregung. Ko-Yun erkennt, dass seine neue Speicherfähigkeit das Spiel verändert. Mit dieser Fähigkeit kann er unendlich viele Gegenstände herbeirufen, sie werfen und wieder herbeirufen. Es ist nicht mehr nur der Kampf, es ist ein unaufhaltsamer Zyklus. Kurz darauf sehen wir, dass Ko-Yun zahlreiche Artikel in seinem ultimativen Stubenhocker-Shop aufgelistet hat. Klassische rutschfeste Kurzhanteln, preislich bei 16,99 Won, Rahmen, Flaschenwasser, Reis, Premium-Eier, leicht verdauliche Milch, Joghurt, Rapsöl und sogar Ketchup von Halfos Tomaten. Alle sind sorgfältig bepreist und Ko-Yuns Konto enthält immer noch stolze 2,1 Millionen Won. Ko-Yun hätte viel mehr ausgeben sollen, aber nach der Auslöschung der Goblins hat er die verbleibenden Kurzhanteln verkauft. Das brachte ihm eine Rückzahlung von 90% der Investition und ermöglichte es ihm, trotz der Verluste einen Gewinn zu erzielen. Mit 1,11 Won, die er pro Goblin-Kill ausgegeben hat, konnte Ko-Yun immer noch 211 Won Gewinn pro Goblin erzielen. Nachdem er alle Lebensmittel aus seinem Haus aufgelistet hatte, hat Ko-Yun im Wesentlichen Zugang zu unendlichen Ressourcen. Doch bald bemerkt er etwas Eigenartiges. Sein Geld beginnt zu schwinden und verringert sich um 1 Won auf einmal. Zuerst betrug sein Kontostand 2.100.701 Won, aber jetzt sind es nur noch 2.100.000 Won. Jede Minute verschwindet ein weiterer Won. Verwirrt beginnt Ko-Yun, die Situation zu analysieren. Es liegt nicht an den Kurzhanteln, noch hat es mit der Auflistung von Artikeln im Shop zu tun. Diese Kosten wären bereits früher abgezogen worden. Nach einigen Überlegungen erkennt Ko-Yun den Schuldigen, seine Fähigkeit würde bewahren. Diese passive Fähigkeit sorgt dafür, dass sein Heim funktionstüchtig bleibt, indem sie Strom, Wasser und andere essentielle Dinge aufrechterhält. Das System zieht kleine Beträge aus Ko-Yuns ultimativer Stubenhocker-Brieftasche ab. Als Ko-Yun auf seinen Kühlschrank schaut, erkennt er, dass der Strom, der ihn betreibt, langsam seine Mittel auffrisst. Genervt erkennt er, dass er, obwohl er jetzt wohlhabend ist, diese ständigen Ausgaben dazu zwingen werden, eine stetige Einkommensquelle zu finden. Nachdem er die Kurzhanteln auf die Goblins geworfen hat, wurden fast alle von ihnen ausgelöscht. Die wenigen Überlebenden flohen, und Goblins, die weiter entfernt waren, wagten es nicht mehr, sich Ko-Yuns Gebäude zu nähern. 3 oder 4 Stunden vergehen, und in dieser Zeit gelingt es Ko-Yun nur, 1 oder 2 Goblins zu erlegen. Als er nach draußen sieht, erkennt er, dass niemand in Sicht ist. Frustration brodelt in ihm auf. Wenn die Goblins aufhören zu kommen, wie soll er dann Level aufsteigen? Ohne Levelaufstieg wird er nicht vorankommen und kann sein Haus nicht verlassen. Irritiert ringt Ko-Yun mit seiner Lage. Plötzlich bemerkt er etwas, er entdeckt ein riesiges, schleimiges, kranähnliches, fliegendes Ungeheuer. Ko-Yun erstarrt und starrt das Wesen an. Die Goblins sind jetzt fort, aber Ko-Yun weiß, dass er eine neue Strategie braucht, etwas, das ihm hilft, voranzukommen. Das Ungeheuer mit seinem widerlichen Aussehen schwebt näher an Ko-Yuns Gebäude heran. Seine schleimige Form bewegt sich unheimlich,
Und als es näher kommt, werden die Details deutlicher. Tentakelartige Zähne füllen sein klaffendes Maul, das sich unaufhörlich windet und dreht. Das Wesen wirkt nicht aggressiv, es scheint einfach vorbeizufliegen. Trotzdem jagt ihm der Anblick einen Schauer über den Rücken. Ohne einen weiteren Moment zu verschwenden, stürmt Ko-Yun ins Haus. Ein Gedanke blitzt in seinem Kopf auf. Brillant und unkonventionell. Er dankt seinem Glück und murmelt, dass das Schicksal ihn noch nicht verlassen hat. Er erinnert sich daran, dass Krähen von glänzenden Objekten angezogen werden. Also entscheidet sich Ko-Yun, diesen Instinkt auszunutzen. Durchwühlend durchs Haus findet er eine Leiter und befestigt einen kleinen Spiegel daran, den er festbindet, um sicherzustellen, dass er an Ort und Stelle bleibt. Mit der Leiter in der Hand kehrt Ko-Yun auf seinen Balkon zurück und lässt die reflektierende Oberfläche vorsichtig in Sichtweite sinken, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des Ungeheuers zu erregen. Da Krähen von glänzenden Objekten angezogen werden, basiert Ko-Yuns Plan darauf, dass das krähenliche Ungeheuer auf ihn aufmerksam wird. Und es funktioniert. In dem Moment, in dem das Ungeheuer den Spiegel erblickt, richtet es seine ganze Aufmerksamkeit auf Ko-Yun. Es dreht sich sofort um, lässt einen grotesken Brüller los, öffnet seine riesigen Kiefer weit und fliegt direkt auf ihn zu. Ko-Yun schmunzelt zufrieden. Sein Plan hat funktioniert. Doch dieses Schmunzeln verblasst schnell, als ihm ein enttäuschter Gedanke kommt. Das Ungeheuer ist nicht so geistlos wie eine gewöhnliche Krähe. Anstatt in seine Barriere zu krachen und sich selbst zu töten, stoppt das Wesen kurz vor dem Fenster, schwebt dort und starrt Ko-Yun durch die Barriere an. Es ist offensichtlich cleverer, als er erwartet hatte. Zu Ko-Yuns Erstaunen beginnt das Ungeheuer, in seiner eigenen Sprache zu vokalieren. Sein stechender Blick und das unheimliche Verhalten lassen keinen Zweifel. Das Wesen ist hungrig, und Ko-Yun ist das Ziel, das es begehren will. Ko-Yun wird schnell klar, dass er vor einem neuen Dilemma steht. Wenn das Ungeheuer sich weigert, sich gegen die Barriere zu schaden, wie soll er es dann töten, bevor es ihm zu nahe kommt? Noch bevor er reagieren kann, schlägt das Wesen mit seinen riesigen Flügeln. Der Luftstoß erzeugt einen so intensiven Druck, dass Ko-Yun Schwierigkeiten hat, seinen Stand zu halten. Mit zusammengekniffenen Augen stemmt er sich gegen den Wind. Als der Wind nachlässt, legt sich ein kurzer Nebel, doch als er sich lichtet, ist das Ungeheuer verschwunden. Ko-Yuns Herz schlägt schneller. Hat das Wesen den Ort verlassen? Vorsichtig tritt er auf den Balkon und schaut über den Rand, auf der Suche nach einem Hinweis auf das Monster. Dann überkommt ihn ein beklemmendes Gefühl. Das Ungeheuer ist nicht verschwunden. Es hockt über seinem Balkon, lauert im Schatten und wartet auf den perfekten Moment, um zuzuschlagen. Das kranenähnliche Ungeheuer beobachtet ihn mit geduldiger, raubtierhafter Haltung. Speichel tropft von seinen grotesken Kiefern, während es sich dem Zeitpunkt nähert, an dem es Ko-Yun verschlingen möchte. Furcht ergreift Ko-Yun, obwohl die Barriere ihn schützt. Der Gedanke, einem solch widerlichen Wesen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, beunruhigt ihn zutiefst. Das Ungeheuer rammt seinen Kopf in die Barriere und versucht, hindurchzubrechen. Das System warnt Ko-Yun sofort, dass ein unbefugtes Wesen versucht, einzudringen. Während die Barriere standhält, werden die Angriffe immer heftiger. Jeder Aufprall hallt mit gefährlicher Intensität wider. Ko-Yun weiß, dass die Barriere wahrscheinlich standhalten wird, aber der Gedanke, dass sie versagen könnte, jagt ihm einen Schauer über den Rücken. Wenn das Ungeheuer es schafft, einzudringen, weiß Ko-Yun, dass er in ernsthafter Gefahr ist. Entschlossen, schnell zu handeln, öffnet Ko-Yun sein ultimatives Stubenhockerlager. Er denkt an seine Fertigkeit Lot-Kalkulation und erinnert sich daran, dass sie nur aktiviert wird, wenn ein Monster innerhalb der Barriere stirbt. Wenn der Körper eines Wesens außerhalb der Barriere fällt oder es entkommt, bevor es stirbt, verliert Ko-Yun die Beute. Ko-Yun erinnert sich an vergangene Kämpfe und ärgert sich über die Belohnungen, die er verloren hat, als Goblins starben oder nach draußen gezogen wurden. Diesmal weiß er, dass kein Raum für Fehler bleibt. Das krähenähnliche Ungeheuer muss innerhalb der Barriere sterben und dort bleiben, damit die Beute registriert wird. Ko-Yun versteht das Risiko, das Wesen zu verletzen, ohne es sofort zu töten. Dinge wie ein Fernseher, ein Kühlschrank oder sogar mehrere Hanteln könnten dem Ungeheuer Schaden zufügen, aber es könnte immer noch entkommen. Sollte das passieren, verliert Ko-Yun die Möglichkeit, es zu plündern, und das Ungeheuer könnte stärker zurückkehren. Ko-Yuns Gedanken rasen nach einer neuen Lösung. Das krähenähnliche Ungeheuer setzt seinen unaufhörlichen Angriff auf die Barriere fort. Jeder Angriff ist lauter als der vorherige, und die Zeit läuft davon. Ko-Yuns Augen wandern zu seiner Liste der Gegenstände im ultimative Stubenhockerlager, und ein einzelner Gegenstand fängt seine Aufmerksamkeit. Rapsöl. In diesem Moment blitzt eine Idee auf.
Koyun kauft schnell 20 Flaschen Rapsöl. Die Flaschen materialisieren sich vor ihm, ihre Formung ähnelt einem 3D-Druckprozess. Obwohl Koyun dies schon unzählige Male gesehen hat, erfüllt ihn der Anblick immer noch mit Staunen. Sobald alle Flaschen bereit sind, sammelt Koyun sie und eilt ohne Zögern in die Küche. Dort nimmt er einen Kochtopf und beginnt, das Rapsöl zu erhitzen. Während das Öl sich erwärmt, dreht Koyun ein weißes T-Shirt straff um einen Stock, taucht es ins Öl, bis es vollständig durchtränkt ist, und legt das ölgetränkte Shirt beiseite. Nun vorbereitet, nimmt Koyun ein Feuerzeug und entzündet das mit Öl getränkte T-Shirt. Der Stoff bricht in Flammen aus und verwandelt sich in eine improvisierte Fackel. Mit der Fackel in der Hand rennt Koyun auf seinen Balkon, bereit, dem krähenähnlichen Biest gegenüberzutreten. Als er auf den Balkon tritt, erblickt Koyun das Biest, das noch immer lauernd anwesend ist. Sein groteskes Maul ist leicht geöffnet, Sabber tropft vor Vorfreude. Das Wesen wartet darauf, dass Koyun näher kommt, bereit zuzuschlagen. Koyun zieht die Fackel fester in seine Hand, sein Geist rast vor Entschlossenheit. Er schließt die Augen und stellt sich vor, wie das kochende Rapsöl auf dem riesigen Kopf des Biestes herabprasselt. Mit einem scharfen Befehl ruft er das Öl herbei, das in einem feurigen Strahl herabfällt und den Körper des krähenartigen Wesens überzieht. Das Ergebnis ist sofort sichtbar. Das Biest schreit vor Qual, als die brennende Hitze seinen Körper in Flammen setzt. Die Flammen breiten sich schnell aus und verzehren das Wesen von Kopf bis Fuß. Doch Koyun hört nicht auf. Mit einer schnellen Bewegung wirft er die Fackel direkt auf das Biest und verstärkt das Feuer. Innerhalb von Sekunden ist das Biest vollständig in Flammen gehüllt, seine Schreie hallen durch die Luft, während es vergeblich versucht zu entkommen. Seine Flügel entzünden sich und machen es machtlos, als es mit einem ohrenbetäubenden Knall zu Boden fällt. Immer noch in Flammen steht Koyun auf dem Balkon und sieht zu, wie das Biest zu Asche verbrannt wird. Der Gestank von verkohltem Fleisch füllt die Luft und lässt ihn mit Abscheu das Gesicht verziehen. Nach mehreren qualvollen Minuten kommt das Biest schließlich zum Stillstand. Eine Systembenachrichtigung erscheint vor Koyun. Du hast ein Level 27 Kalin-Biest besiegt, die Nachricht geht weiter. Du hast bedeutende Erfahrungspunkte gewonnen. Koyun steigt mehrere Level auf, seine Fähigkeiten verbessern sich dramatisch. Eine weitere Benachrichtigung folgt und informiert ihn, dass er eine neue Fähigkeit freigeschaltet hat. Als die Berechnung des Zyklus abgeschlossen ist, wird Koyun mit 9,3 Millionen Belohnung belohnt, die sofort in sein ultimates Stubenhocker-Wallet überwiesen wird. Erstaunt starrt Koyun auf den Bildschirm, kaum in der Lage, seinen Augen zu trauen. Bevor er seinen Gewinn vollständig begreifen kann, kündigt das System an, dass alle Bedingungen für eine Gebietserweiterung erfüllt sind. Der Boden unter Koyun beginnt zu beben. Er kämpft um sein Gleichgewicht, während intensive Schmerzen durch seinen Körper schießen. Koyuns Sinne werden geschärft, plötzlich verschiebt sich seine Sicht zu monochrom, er wird sich jeder kleinsten Bewegung um ihn herum bewusst, als könne er sogar eine Ameise in der Nähe krabbeln sehen. Informationen strömen in seinen Geist in einem überwältigenden Tempo, seine Wahrnehmung dehnt sich aus, bis er etwas Unerwartetes bemerkt. Eine Familie, Vater, Mutter und 2 Kinder, die sich in einem dunklen Raum zusammenkauern. Verwirrt realisiert Koyun, dass es seine Nachbarn sind. Die Szene wechselt. Koyun bleibt stehen und hält sich den Kopf, während Wellen von Informationen ihn überwältigen. Seine geschwärzten Augen scannen seine Umgebung und enthüllen jedes Ereignis in seinem erweiterten Gebiet. Schließlich wird die Anspannung unerträglich. Koyun deaktiviert seine erhöhte Sicht, wodurch der schwarze Nebel in seinen Augen sich wie eine Schockwelle im Raum verflüchtigt. In diesem Moment schaltet er eine neue Fähigkeit frei. Gebietserweiterung, Röntgensicht. Bereits im Besitz seines ultimativen Schildes erhält Koyun nun die Fähigkeit, alles zu sehen, was in seinem erweiterten Gebiet geschieht. Erschüttert von der Erfahrung bricht Koyun in Lachen aus, eine Mischung aus Unglauben und Schock. Informationen über seine Nachbarn strömen herein. Shoyun, ein 30-jähriger Mann, seine Frau Parun, ebenfalls 30, und ihre 2 Kinder, 6 und 3 Jahre alt. Das System benachrichtigt Koyun, dass diese 4 Personen die Kriterien erfüllen, um Bürger seines Schildes zu werden. Es fragt ihn, ob er ihnen die Staatsbürgerschaft gewähren möchte. Er zögert, er versteht nicht vollständig, was es bedeutet, die Staatsbürgerschaft zu gewähren oder welche Konsequenzen eine Ablehnung hätte. Das System erklärt, dass die Familie ohne Staatsbürgerschaft gezwungen wäre, die Barriere zu verlassen, wodurch sie schutzlos den Monstern draußen ausgeliefert wären. Als ihm die Tragweite dieser Entscheidung bewusst wird, zögert Koyun keine Sekunde länger. Er gewährt allen 4 die Staatsbürgerschaft. Das System registriert ihren Status und eine neue Fähigkeit wird aktiviert, ultimative allsehenden Augenstufe 1. Diese neue Fähigkeit erlaubt es Koyun, jeden Winkel innerhalb seiner Barriere zu beobachten, als würde er einen Live-Feed sehen.
Ein neues Symbol erscheint in seinem Systemmenü Bürgerverwaltungsfunktion. Als Koyon darauf klickt, tauchen die Namen der Familienmitglieder auf und markieren sie als die ersten Bürger seines erweiterten Territoriums. Das System liefert eine detaillierte Übersicht. Der Ehemann ist auf Level 9, die Ehefrau auf Level 5, die Kinder auf Level 2 und Level 3. Zusätzlich werden ihre Vertrauenswerte angezeigt. Der Ehemann hat ein Vertrauen von 24, die Ehefrau 18, während die Kinder 32 und 42 erreicht haben. Doch was Koyon wirklich aus der Fassung bringt, ist die Bevölkerungskapazität. Das System offenbart, dass Koyons Staatsbürgerschaftsfähigkeit bis zu 600 Menschen aufnehmen kann, doch aktuell sind nur 4 registriert. Diese Erkenntnis lässt ihn sprachlos zurück. Er besitzt nun das Potenzial, Hunderte unter seine Barriere zu bringen, aber er versteht noch nicht vollständig, welche Vorteile es mit sich bringt, die Staatsbürgerschaft zu gewähren. Von Neugier getrieben, erkundet er die Funktion weiter. Als er das Profil des Ehemanns auswählt, öffnet sich ein neues Fenster mit zusätzlichen Informationen. Choi-Yoon hat keine erwachte Fähigkeit. Seine Erfahrungsverteilungsrate beträgt 0%. Seine Geldverteilungsrate beträgt ebenfalls 0%. Das System offenbart zudem, dass Koyon diese Raten anpassen, Quests zuweisen und ihn bei Bedarf sogar aus der Barriere verbannen kann. Koyon hält inne, während sich in seinem Kopf eine Theorie formt. Diese Optionen deuten darauf hin, dass er bestimmen kann, wie viel Erfahrung und Geld er passiv erhält, wenn seine Bürger Monster besiegen. Und er liegt richtig. Koyon könnte Erfahrung und Reichtum sammeln, ohne jemals sein Zuhause zu verlassen. Die Bürger würden für ihn kämpfen, während er die Belohnungen einstreicht. Ein Grinsen huscht über Koyons Gesicht, als er die Möglichkeiten erkennt. Die Aussicht auf diese neue Fähigkeit begeistert ihn. Sie öffnet Türen zu Chancen, die er bisher nicht in Betracht gezogen hatte. Als er weiter erkundet, entdeckt Koyon ein Questerstellungssymbol im Systemfenster von Choi-Yoon. Neugierig klickt er darauf und ein Menü erscheint, das ihm erlaubt, Quests für seine Bürger zu erstellen. In diesem Moment begreift Koyon: Er nutzt nicht einfach nur ein System, er ist das System. Er ist jetzt der Administrator seines eigenen Territoriums. Um die Funktion zu testen, erstellt Koyon eine erste Quest für Choi-Yoon. Ziel: Töte einen Goblin innerhalb von 168 Stunden. Belohnung: eine kleine Menge Erfahrung. Strafe: keine. Doch dann überkommt ihn die Neugier. Was wäre, wenn die Strafe editierbar wäre? Wie extrem könnte sie werden? Zögernd tippt er Tod als Strafe für ein Scheitern ein. Zu seinem Entsetzen akzeptiert das System die Strafe. Die Erkenntnis trifft ihn wie ein Schlag. Nur durch das Erteilen einer Quest könnte er über das Leben seiner Bürger entscheiden. Schockiert bricht er die Quest sofort ab. Die Implikationen dieser Autorität sind gewaltig. Koyon sinkt in tiefes Nachdenken. Was könnte er mit dieser unvergleichlichen Macht erreichen? Wie sollte er sie nutzen? Nach einer langen Reflexion entscheidet sich Koyon, seine Domänenerweiterung allsehenden Augen zu aktivieren, um die Familie zu beobachten. Seine Sicht schärft sich, färbt sich schwarz, als er durch seine verbesserte Fähigkeit hindurchblickt. Die Szene wechselt zur Familie. Von jetzt an wird der Ehemann als Fetti bezeichnet. Fettis Frau wirkt sichtlich verzweifelt und fragt ihn, was sie tun sollen. Ihre Vorräte an Essen und Wasser gehen zur Neige, und ohne Strom scheint das Überleben aussichtslos. Die jüngste Tochter zupft schwach am Ärmel ihrer Mutter, flüstert, dass sie durstig ist, ihre Lippen sind trocken und zittern. Fetti sieht seine Kinder an, die Last ihres Leidens erdrückt ihn. Wäre er allein, könnte er es ertragen. Doch seine Töchter leiden zu sehen, ist unerträglich. Ihm bleibt keine Wahl. Der Supermarkt in der Nähe ist ihre einzige Hoffnung. Doch hinauszugehen ist ein Risiko, das ihn das Leben kosten könnte. Seine Frau blickt ihn voller Angst an. Die Anspannung liegt schwer in der Luft. Koyon kann nicht mehr zusehen. Er deaktiviert seine Fähigkeit. Die Vision verblasst, doch die Schwere dessen, was er gesehen hat, bleibt. Er kehrt zu seinem System zurück und sucht nach einer Lösung. In der Ultimate Stubenhocker Store Sektion entdeckt er eine Upgrade-Funktion. Koyon hat 3 Upgrade-Punkte zur Verfügung und er verschwendet keine Zeit. Zuerst erhöht er den Ultimate Stubenhocker Store auf Level 2. Ein Lichtblitz signalisiert die Verbesserung. Die Lagerkapazität verdoppelt sich von 10 auf 20 Gegenstände, zudem erhält er einen 10% Rabatt auf alle Käufe. Dann upgradet er den Store erneut auf Level 3 und erhöht seine Würdeerhaltungsfähigkeit auf Stufe 2. Mit einem weiteren Lichtblitz sind die Verbesserungen abgeschlossen.
Nun kann Ko-Yun eine größere Menge an Vorräten lagern und er kann sogar der Familie Strom bereitstellen. Diese Entscheidung ist entscheidend. Indem er ihnen diese Ressourcen gibt, wird ihr Vertrauen in ihn wachsen. Und Ko-Yun weiß, dieses Vertrauen wird später von unschätzbarem Wert sein. Ein zufriedenes Lächeln huscht über seine Lippen. Er spürt, dass sich die Dynamik verändert. Seine Kontrolle wächst. Doch das ist nicht alles. Durch das Erreichen von Level 3 wird eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Er kann zerstörte Gegenstände im Ultimate Stubenhocker Store wiederherstellen. Als Ko-Yun dies entdeckt, schließt er für einen Moment die Augen. Dann öffnet er sie wieder, ein amüsiertes Lachen entweicht ihm. Diese Fähigkeit ist unglaublich mächtig. Während er leise lacht, wird ihm klar, das Upgraden des Ultimate Stubenhocker Stores auf Level 3 war absolut die richtige Entscheidung. Seine Gedanken schweifen zu den Essensresten und den kaputten Gegenständen, die überall in seinem Haus verstreut liegen. Wenn er sie im System speichert, werden sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Der Gedanke erfüllt ihn mit Aufregung. Ohne zu zögern öffnet Ko-Yun den ultimativen Stubenhockerladen und beginnt, große Mengen an Essen und Wasser zu kaufen. Eine Systembenachrichtigung informiert ihn darüber, dass er eine neue Funktion freigeschaltet hat, die Fähigkeit, Gefäße zu registrieren. Verwirrt versucht Ko-Yun zu verstehen, was Gefäße sind, aber das System gibt keine weiteren Details preis. Er beschließt, es später zu untersuchen. Für den Moment richtet sich seine Aufmerksamkeit auf eine Familie. Die Szene wechselt. Fatty packt eine Tasche für seinen Weg nach draußen, um Wasser zu holen. Seine Frau und seine Töchter beobachten ihn mit Angst und Traurigkeit, ihre Gesichter gezeichnet von Sorge. Fatty kniet sich zu seinen Töchtern, legt sanft die Hände auf ihre Köpfe und sagt ihnen, sie sollen brave Mädchen sein und auf ihre Mutter hören, während er weg ist. Obwohl sie versuchen, tapfer zu bleiben, bitten die Mädchen ihren Vater vorsichtig, gut aufzupassen und sicher zurückzukommen. Fatty streicht ihnen beruhigend über den Kopf und verspricht, dass er zurückkehren wird, doch tief in seinem Inneren weiß er die Wahrheit. Rauszugehen könnte bedeuten, dass er nie wiederkommt. Seine jüngste Tochter beginnt zu weinen, aus Angst vor den Monstern, die draußen lauern. Die Szene springt zurück, 3 Tage zuvor. An einem strahlend goldenen Morgen lachten Fattys Töchter fröhlich auf einem Spielplatz. Doch der Frieden zerbrach, als eine Horde Goblins auftauchte und Chaos und Blutvergießen verbreitete. Die Goblins griffen gnadenlos an und verschlangen andere Kinder. Die traumatische Erinnerung ist noch immer lebendig, sie verfolgt die Kinder und erfüllt sie mit Angst. Zurück in der Gegenwart weinen die Mädchen noch lauter, weil sie befürchten, dass ihr Vater dasselbe Schicksal erleiden könnte wie die anderen. Fattys Frau versucht, sie zu trösten, aber ihre eigene Angst ist deutlich zu erkennen. Trotz der Gefahr besteht Fatty darauf, dass er gehen muss. Sein Entschluss steht fest. Plötzlich erschüttert ein Klopfen an der Tür die Familie. Ein eiskalter Schauer fährt ihnen über den Rücken. Fatty greift nach einem Baseballschläger in seiner Tasche. Sein Herz rast. Von der anderen Seite der Tür ertönt eine tiefe, unheilvolle Stimme. Ist jemand da drin? Fatty umklammert den Schläger fester. Sein Verstand rattert, könnte es ein Monster sein, das sich als Mensch ausgibt? Seine Frau hält die Töchter eng an sich und bedeckt ihre Münder, um sie zum Schweigen zu bringen. Das Klopfen geht weiter. Fatty nähert sich vorsichtig der Tür, bereit für das Schlimmste. Mit einem lauten Knall fliegt die Tür auf. Instinktiv weicht Fatty zurück und stellt sich schützend vor seine Familie. Tränen strömen über sein Gesicht, als er seine Töchter umklammert, er wird sie um jeden Preis beschützen. Doch dann unterbricht eine ruhige, warme Stimme die angespannte Stille. Die Gestalt in der Tür ist kein Monster. Es ist ein Mann. Der Fremde stellt sich als Ko-Yun vor. Er erklärt, dass er im Nachbarapartment lebt und Essen und Wasser für die Familie mitgebracht hat. »Können wir reden?« fragt er. Fatty ist fassungslos. Seine Frau bleibt misstrauisch, spürt aber keine unmittelbare Gefahr. Obwohl Fatty schon lange in diesem Gebäude lebt, hat er Ko-Yun noch nie zuvor gesehen. Doch irgendetwas an Ko-Yun wirkt ehrlich. Nach einem Moment des Zögerns beschließt Fatty, ihm zu vertrauen. Die Szene wechselt erneut. Fattys Töchter verstecken sich hinter ihm, ihre misstrauischen Augen auf Ko-Yun gerichtet. Fatty, seine Frau und ihre Kinder sitzen nun gemeinsam mit Ko-Yun an einem Tisch. Ko-Yun schält eine Orange, während er darüber nachdenkt, wie er die angespannte Stimmung auflockern kann. Er beobachtet ihre Umgebung, keine Nahrung, kein Wasser, kein Strom. Die fest verschlossenen Vorhänge verraten, dass die Familie versucht hat, sich vor den Monstern zu verstecken. Ko-Yun bewundert ihre Vorsicht, doch es reicht nicht, um zu überleben. Er trifft eine Entscheidung.
Sein Blick richtet sich auf die Deckenlampe. Seine Augen beginnen intensiv blau zu leuchten. Mit einem einzigen Blinzeln flackert das Licht auf und erhellt den dunklen Raum. Fatty starrt verwirrt auf die plötzliche Veränderung. Doch bevor er eine Frage stellen kann, schiebt Ko-Yun ihm eine Wasserflasche über den Tisch und gibt ihm ein Zeichen. Gib es zuerst deinen Kindern. Fatty nickt und reicht die Flasche seinen Töchtern. Die Mädchen reißen sie aufgeregt an sich und trinken hastig. Für sie schmeckt das Wasser unglaublich süß und erfrischend. Ko-Yun beobachtet sie genau, ein leichtes Lächeln auf seinen Lippen. Die jüngste Tochter, Johan, trinkt so hastig, dass sie sich fast verschluckt. Sofort reicht ihr Ko-Yun eine Orange. Johan zögert, immer noch misstrauisch. Doch schließlich nimmt sie die Frucht und ein süßer, fruchtiger Duft erfüllt den Raum. Johan bekommt sofort Appetit. Sie läuft zu ihrer Mutter und bittet sie leise, die Orange für sie zu schälen. Ihre Mutter schält eine Spalte ab und hält sie ihr sanft an die Lippen. Als Johan hineinbeißt, leuchten ihre Augen vor Freude. Die Orange ist so süß und saftig, dass sie fast auf der Zunge zergeht. Ihr Glück steckt an. Die angespannte Atmosphäre beginnt sich zu lösen. Ihre ältere Schwester, Naun, beobachtet sie mit großen Augen. Sie beginnt zu sabbern und fragt ihre Mutter eilig nach einem Stück. Fattys Frau lacht sanft und gibt ihr eine Spalte. Als Naun hineinbeißt, zeigt sich dasselbe glückliche Strahlen in ihrem Gesicht. Bald erfüllt das Lachen der Kinder den Raum. Die Angst verschwindet, stattdessen breitet sich eine wohlige Wärme aus. Ko-Yun sieht zufrieden zu, als vor seinen Augen plötzlich eine Systembenachrichtigung erscheint. Sie zeigt an, dass Fattys Frau und Fatty ihm nun mehr vertrauen als zuvor. Noch überraschender. Kohans Vertrauenslevel hat 50 überschritten. Ko-Yuns Gesamtvertrauen liegt nun bei 57, was bedeutet, dass Johan nun als Gefäß ausgewählt werden kann. Diese Information überrumpelt Ko-Yun. Er versteht noch nicht ganz, was es bedeutet, jemanden zu einem Gefäß zu machen. Doch eine Sache steht für ihn fest. Er wird kein 3-jähriges Kind zu seinem Gefäß machen. Nachdenklich wendet er sich einer anderen Möglichkeit zu. Wenn Fattys Vertrauen die 50 überschreiten würde, könnte er dann stattdessen Fatty zu einem Gefäß machen? Er erinnert sich jedoch schnell an eine entscheidende Einschränkung. Auf seinem aktuellen Level kann er nur bis zu 10 Gefäße gleichzeitig besitzen. Diese Begrenzung bedeutet, dass Ko-Yun sorgfältig wählen muss. Ko-Yun lehnt sich zurück, sein Kopf arbeitet auf Hochtouren. Seine neue Fähigkeit eröffnet unzählige Möglichkeiten, doch mit großer Macht kommen auch noch größere Entscheidungen. Er weiß, dass er vorsichtig vorgehen muss. Ko-Yun beginnt, Strategien zu überlegen, um Fattys Vertrauenslevel zu erhöhen, das momentan nur bei 31 liegt. Er ist gerade in Gedanken versunken, als Fatty plötzlich räuspert und Ko-Yuns Konzentration unterbricht. Mit aufrichtiger Stimme bedankt sich Fatty tief bei Ko-Yun. Er gibt zu, dass Ko-Yun sich nicht vorstellen kann, wie erleichtert und dankbar er ist, seiner Familie Essen und Wasser geben zu können. Dann fragt Fatty, wie er Ko-Yuns Großzügigkeit überhaupt zurückzahlen kann. Ko-Yun antwortet ruhig und schlägt vor, dass sie nach draußen gehen, um weiter zu reden. Die Szene wechselt auf den Flur, wo Fatty und Ko-Yun nun sich gegenüberstehen. Ko-Yun beginnt, indem er fragt, ob Fatty eine Systembenachrichtigung erhalten hat, eine Bürgerrechtsbenachrichtigung, um genau zu sein. Fatty nickt und erklärt, dass nicht nur er, sondern seine gesamte Familie diese Nachricht vor etwa 30 Minuten erhalten hat. Ko-Yun hakt nach und will wissen, ob währenddessen etwas Ungewöhnliches passiert ist. Fatty berichtet, dass sie sich für einen kurzen Moment überhaupt nicht bewegen konnten. Sie waren vollkommen erstarrt. Die Erfahrung hatte sie zutiefst verängstigt, aber nach kurzer Zeit gewannen sie die Kontrolle über ihre Körper zurück. Als Ko-Yun das hört, wird sein Blick ernst. Ihm wird etwas Entscheidendes klar. Wenn er Fatty und seiner Familie nicht rechtzeitig die Staatsbürgerschaft gewährt hätte, wären sie aus dem Gebäude teleportiert worden. Diese Erkenntnis verleiht Ko-Yuns Stimme mehr Entschlossenheit und Selbstbewusstsein. Er sagt Fatty, dass er ihm helfen wird, unter einer Bedingung. Wenn Fatty zustimmt, wird Ko-Yun ihm Essen, Wasser, Unterkunft, Strom und, am wichtigsten, Sicherheit bieten. Ko-Yun versichert ihm, dass kein Monster ihnen etwas antun kann. Ihr Schutz ist garantiert. Fatty ist sprachlos über dieses mutige Versprechen. Zögernd fragt er, wie so etwas überhaupt möglich sein soll. Ko-Yun gibt keine Erklärung, sondern stellt nur eine klare Bedingung. Wenn Fatty all diese Vorteile will, muss er Ko-Yun vollkommen und ohne Fragen vertrauen. Er verspricht zudem, dass er Fatty niemals um etwas bitten würde, das sein Leben in Gefahr bringt. Fatty schließt die Augen und hört auf sein Bauchgefühl.
Trotz allem sagt ihm seine Intuition, dass Koyon kein schlechter Mensch ist. Doch Fetti stellt eine entscheidende Frage. Nichts auf dieser Welt ist umsonst. Also, was willst du als Gegenleistung, Koyon? Koyon antwortet ruhig und erklärt, dass er nichts Materielles braucht. Er möchte nur eine kleine Gefälligkeit von Fetti. Erleichtert über diese Antwort, da er befürchtet hatte, Koyon könnte etwas Gefährliches verlangen, spürt Fetti, wie sein Vertrauen in ihn wächst. Er lächelt sogar warm und nennt Koyon Bruder. Koyon erwidert die Geste mit einem leichten Lächeln. Dann wechselt er das Thema und deutet auf den Golfschläger, den Fetti vorhin in der Hand hielt. Er fragt, welchen Wert er hat. Fetti runzelt die Stirn und wundert sich, warum Koyon nach dem Preis eines Golfschlägers fragt. Als Fetti ihm verrät, dass der Schläger ziemlich teuer ist Koyon für einen Moment überrascht. Dann wird ihm klar, dass er zu wertvoll ist, um in seinem Laden gelistet zu werden. Er beschließt, dieses Thema erstmal beiseite zu legen. Stattdessen fragt Koyon Fetti, ob er sich daran erinnert, wann die Apokalypse begonnen hat. Er erinnert sich genau. Es war ein Wochenende. Er hatte seine Töchter mit in den Park genommen, um zu spielen. Dann tauchten plötzlich die Goblins auf und das Chaos begann. Fetti erzählt, wie furchterregend dieser Tag war und bestätigt, dass das der Moment war, in dem die Apokalypse begann. Koyon setzt die Ereignisse in seinem Kopf zusammen. An jenem verhängnisvollen Tag hatte er in seinem Zimmer herumgelegen, wie ein echter Stubenhocker. Er schlussfolgert, dass diejenigen, die an diesem Tag drinnen geblieben sind, möglicherweise die erste Welle der Zerstörung überlebt haben. Koyon denkt über die Natur der Goblins nach. Einzeln sind sie nicht besonders gefährlich. Aber in großen Gruppen werden sie zu einer tödlichen Bedrohung. Er überlegt, wie nützlich seine Fähigkeit zur Vergabe der Staatsbürgerschaft für das Überleben in dieser apokalyptischen Welt sein könnte. Schließlich gibt Koyon Fetti eine klare und direkte Anweisung. Finde Überlebende und bringe sie in dieses Gebäude. Die Szene wechselt zu Koyon, der entspannt auf seinem Sofa liegt. Seine Augen sind auf eine Systembenachrichtigung gerichtet. Er beobachtet zufrieden, wie Fettis Vertrauenslevel stetig steigt. Es hat bereits 40 erreicht, aber Koyon will, dass es bald auf 50 steigt. Während er nachdenkt, fragt er sich, wann er endlich im Level aufsteigen und den Schutz seiner Barriere verlassen kann, um seine Familie wiederzufinden. Er spekuliert, ob er mit dem kontinuierlichen Gewähren der Staatsbürgerschaft und dem Sammeln von Leveln irgendwann zu ihnen gelangen wird. Plötzlich durchdringt ein schrilles Geräusch die Stille. Koyon erkennt sofort das Stöhnen eines Zombies. Doch neben diesem Geräusch hört er noch etwas anderes, ein unbekanntes Geräusch, das ihn überrascht. Er eilt zum Fenster und sieht hinaus. Seine Augen weiten sich, als er die Quelle des Lärms entdeckt. Eine Gruppe von 6 oder 7 Menschen kämpft gegen eine Horde von Goblins. Für einen Moment spürt Koyon eine Welle der Unruhe. Er beobachtet den chaotischen Kampf und erkennt schnell, dass diese Gruppe nicht überleben wird. Die Goblins werden sie überrennen. Koyon stellt fest, dass die Gruppe zu weit entfernt ist, als dass er seine Beschwörungsfähigkeit nutzen könnte, um Gewichte auf die Goblins fallen zu lassen. Panik steigt in ihm auf. Doch dann überrascht ihn einer der Kämpfer. Ein Teenager wirft einen Baseball mit unglaublicher Geschwindigkeit und Präzision. Der Ball schlägt ein wie eine Kugel und tötet einen Goblin sofort. Eine weitere Jugendliche, gekleidet in einen lila Trainingsanzug, tritt vor und spannt ihren Bogen. Sie feuert 2 Pfeile gleichzeitig ab, beide treffen ihre Ziele. 2 Goblins fallen tot zu Boden. Dann betritt ein dritter Teenager mit muskulösem Körperbau das Schlachtfeld. Mit einem Baseballschläger in der Hand springt er hoch in die Luft und zerschmettert den Schädel eines Goblins mit einem lauten Knacken. Dieser Junge strahlt eine Aura aus, die ihm die Ausstrahlung eines Hauptcharakters verleiht. Er scheint der Anführer der Gruppe zu sein. Die verbleibenden Goblins erkennen die Gefahr und fliehen. Plötzlich hört das Mädchen im Trainingsanzug ein scharfes Geräusch. Sie dreht sich um, in der Erwartung, dass ein Goblin hinter ihr steht, doch stattdessen liegt ein Päckchenrahmen auf dem Boden. Verwirrt hebt sie es auf und fragt sich, woher es kommt. Dann hört sie ein weiteres Geräusch. Sie blickt nach oben und entdeckt eine dunkle Gestalt auf einem Gebäude. Es ist Koyon. Er winkt ihnen zu und signalisiert ihnen, dass sie in sein Gebäude kommen sollen. Das Mädchen wirkt verwirrt, unsicher über die Absichten des seltsamen Mannes. Doch Koyon bleibt entschlossen und gestikuliert weiter. In diesem Moment unterbricht ein Klopfen seine Konzentration. Koyon dreht sich um und sieht Fetti vor seiner Tür stehen. Koyon ruft ihn herein. Doch als Fetti versucht, den Raum zu betreten, erscheint plötzlich eine Systembenachrichtigung.
Die Nachricht besagt, dass Fetti nicht berechtigt ist, den Raum zu betreten. Diese Offenbarung überrascht Koyun. Es bestätigt, dass niemand sein Zimmer betreten kann, selbst wenn er es erlaubt. Er fragt sich, ob Gefäße möglicherweise die Fähigkeit haben, sein Zimmer zu betreten, beschließt jedoch, später darüber nachzudenken. Koyun tritt aus seinem Zimmer und überprüft die Waffenkiste. Er weist Fetti an, in seinem Zuhause nach einfachen Alltagsgegenständen zu suchen, die als Waffen dienen könnten. Nachdem er die Gegenstände inspiziert hat, öffnet Koyun seinen ultimativen Stubenhockerladen. Er beschwört 5 Packungen Ramen und 5 Flaschen Wasser. Die Gegenstände materialisieren sich innerhalb von Sekunden und erscheinen vor Fetti, als wären sie durch Magie entstanden. Fettis Augen weiten sich vor Staunen, er erlebt Koyuns Kräfte zum ersten Mal. Koyun bleibt ruhig, legt das Essen und das Wasser in eine Kiste und überreicht sie ihm. Dann gibt er ihm seine nächste Mission, die Kiste nach draußen vor das Gebäude zu bringen. Fetti zögert, sein Gesicht voller Sorge. Er erinnert Koyun an die Goblins, die draußen lauern. Doch Koyun versichert ihm selbstbewusst, dass er bereits alle nahegelegenen Bedrohungen beseitigt hat. Widerwillig stimmt Fetti zu. Koyun erklärt ihm, wie wertvoll Nahrung geworden ist, und merkt an, dass selbst eine einzige Packung Nudeln mittlerweile für Millionen Won verkauft wird. Dann enthüllt Koyun seinen ultimativen Plan. Indem er den erwachten Jägern draußen Nahrung verteilt, wird er sich als ihr Anführer positionieren. Innerlich grinst er, wissend, dass er der Sklaventechnik von Sigma folgt, wer Essen und Wasser annimmt, wird ihm loyal ergeben sein. Fetti, der Koyun voll und ganz vertraut, macht sich mit der Kiste auf den Weg. Während er die Treppe hinuntergeht, umklammert er einen Golfschläger fest zu seinem Schutz. In dem Moment, in dem er nach draußen tritt, überkommt ihn eine Welle der Angst. Sein einziger Gedanke: die Kiste fallen lassen und so schnell wie möglich zurückrennen. Als Fetti sich bückt, um die Kiste auf den Boden zu stellen, hört er das Geräusch näher kommender Schritte. Sein Körper erstarrt und beginnt zu zittern. Aus dem Augenwinkel erkennt er einen dunklen Schatten auf seiner linken Seite. Panik überkommt ihn. In seinem Kopf gibt es nur eine Erklärung. Es muss ein blutrünstiger Goblin sein, bereit zum Angriff. Sein Herz rast und Fetti versucht, sich zurück ins Gebäude zu retten, doch er rutscht aus. Die Kiste mit Essen und Wasser fällt zu Boden. Ihr Inhalt verstreut sich überall. Fetti bricht zusammen, gelähmt vor Angst. Sein Gesicht läuft rot an und sein Atem wird unregelmäßig. Die Schritte werden lauter, kommen näher. Tränen steigen ihm in die Augen, während er beginnt, um Gnade zu flehen. Er bittet die imaginären Goblins, ihn zu verschonen. Schließlich findet er den Mut, seine Augen zu öffnen und ist schockiert, da sind gar keine Goblins. Stattdessen steht vor ihm eine Gruppe Teenager und Schüler, die ihn mit einer Mischung aus Überraschung und Verwirrung anstarren. Aber warum zur Hölle sieht dieser Junge mit dem Baseballschläger aus wie Toji aus Kaisen? Die Szene wechselt. Das System benachrichtigt Koyun darüber, dass eine unautorisierte Person versucht, das Gebäude zu betreten. Sofort wird ihm klar, dass die Gruppe von 6 oder 7 Personen, die er zuvor gesehen hat, nun versucht, sich Zutritt zu verschaffen. Koyun schließt die Augen und aktiviert seine ultimative Fähigkeit, die allsehende Vision. Mit seiner verbesserten Sicht erkennt er die Teenager, die sich vor der Tür versammelt haben. Unter ihnen bemerkt ein Mädchen im lila Trainingsanzug, dass dies das gleiche Apartment ist, aus dem zuvor jemand Ramen geworfen hatte. Der Junge mit dem Baseballschläger kommentiert: Wenn jemand einfach so Ramen herumwirft, muss er wohl genug Essen haben. Dann deaktiviert er seine Vision und versucht, der Gruppe die Staatsbürgerschaft anzubieten. Doch das System unterbricht ihn mit einer Nachricht. Auch Wesen, die die Kriterien für die Staatsbürgerschaft erfüllen, nähern sich. Möchtest du ihnen die Staatsbürgerschaft vorschlagen? Das Wort vorschlagen lässt Koyun kurz innehalten. Er erkennt, dass ein Vorschlag bedeutet, dass die Gruppe sein Angebot entweder annehmen oder ablehnen kann. Diese Möglichkeit beunruhigt ihn, eine Ablehnung würde seine Pläne, seine Bürgerbasis zu vergrößern, durchkreuzen. Leicht genervt weiß Koyun, dass er eine Strategie entwickeln muss, um sicherzustellen, dass sie sein Angebot akzeptieren. Genau in diesem Moment kontaktiert Fetti ihn über das Gebäudekamera-System. Als Koyun seine Stimme hört, hat er plötzlich eine geniale Idee. Koyun aktualisiert Fettis Quest und gibt ihm eine neue Mission. Die Teenager versorgen, ihnen warme Kleidung geben und ein heißes Bad anbieten. Behandelt sie wie VIPs. Fetti nimmt die Quest begeistert an und tritt an die Gruppe vor der Barriere heran. Er erklärt ihnen, dass sie kostenlos Essen und Wasser erhalten, wenn sie Koyuns Angebot annehmen. Gierig nach Nahrung stimmen die Teenager schnell zu. Koyun sendet den Vorschlag:
und sobald sie ihn annehmen, öffnet sich die Barriere und gewährt ihnen Zutritt zum Apartment. Das System benachrichtigt Koyon umgehend. Bürgerzahl hat sich um 10% erhöht. XP und Goldertrag der Bürger steigt nun um 10%. Zufrieden mit diesem Buff untersucht Koyon die Profile der Neuankömmlinge genauer. Der höchstrangige Teenager unter ihnen ist ein Junge namens Hondong, derselbe Junge, den Koyon zuvor dabei beobachtet hatte, wie er mit einem Baseball einen Goblin getötet hatte. Neugierig öffnet Koyon Hondongs Statusfenster und entdeckt, dass seine Erwachtenfähigkeit Baseballwurf auf Rang D ist, aber tödliches Potenzial besitzt. Diese Fähigkeit verstärkt Hondongs Kraft und ermöglicht es ihm, Gegenstände mit der 10-fachen Wucht zu werfen. Koyon erkennt sofort das Zerstörungspotenzial dieser Fähigkeit. Bei hohen Geschwindigkeiten könnten Hondongs Würfe Kanonenschlägen gleichkommen. Da alle Teenager Metawesen sind, entscheidet sich Koyon, ihre XP-Verteilung auf 70% zu setzen. Die Teenager behalten 70% ihrer verdienten Erfahrungspunkte, während er 30% einbehält. Zufrieden mit dieser Regelung beginnt Koyon, seine nächste Strategie zu formen. Er betrachtet seine neuen Bürger als eine Art automatisiertes Jagdteam. Während sie kämpfen und XP sammeln, wird er stärker und reicher, und das ganz ohne selbst kämpfen zu müssen. Diese Erkenntnis begeistert ihn. Es fühlt sich an, als würde er ein echtes Auto-Hunting-Spiel leben. In der Zwischenzeit wächst das Vertrauen unter den Teenagern fast von selbst, ohne viel Zutun von Koyon. Verwirrt über ihre plötzliche Loyalität beschließt er, sie weiter zu beobachten. Die Szene wechselt zu Fatty, der die Gruppe in seine Wohnung führt. Fattys Frau sieht die Fremden und ist verständlicherweise verwirrt. Zögernd hört sie sich seine Erklärung an. Fatty entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und bittet sie, ihm zu helfen, für die Gruppe Essen zuzubereiten. Widerwillig stimmt sie zu und beschließt stillschweigend, ihm fürs Erste zu vertrauen. Koyon beobachtet das Ganze durch seine ultimative Vision und ist zufrieden damit, wie reibungslos alles verläuft. Das Fundament des Vertrauens ist gelegt, und Koyon ist sich sicher, dass dies erst der Anfang von etwas viel Größerem ist. Später fragt Hondong Fatty nach Koyons Charakter. Fatty gibt zu, dass er selbst nicht viel über ihn weiß, was die Gruppe neugierig und leicht beunruhigt zurücklässt. Er erklärt, dass er Koyon erst vor kurzem kennengelernt und ihn nur als Nachbarn gekannt hat. Dann fügt er jedoch eine entscheidende Eigenschaft hinzu. Koyon ist ein seltsamer Typ, aber er ist herzensgut und immer bereit zu helfen. Fatty erwähnt, dass er dank Koyon nun Zugang zu Strom, Wasser und Essen hat. Als Hong das hört, verspürt er einen Anflug von Besorgnis. Sein Blick wandert zu seiner Jacke, in der das Päckchenrahmen steckt, das Koyon ihnen gegeben hat. Hondong kommt zu dem Schluss, dass Koyon ein außergewöhnlich mächtiger und gefährlicher Metamensch sein muss. Lautlos fasst er den Entschluss, sich um jeden Preis Koyons Gunst zu sichern. Sein Vertrauen in Koyon vertieft sich, denn er glaubt, dass jemand, der Strom und Essen bereitstellen kann, eine außergewöhnliche Existenz sein muss. Hondong weiß es besser, als sich mit so jemandem anzulegen. Währenddessen wendet sich Fatty an die beiden Mädchen in Hongs Gruppe und fragt sie, ob sie duschen möchten, während das Essen zubereitet wird. Allein die Erwähnung einer Dusche lässt ihre Augen aufleuchten. Es sind 3 Tage vergangen, seit sie sich das letzte Mal gewaschen haben, und sie sind sich ihres ungepflegten Zustands nur allzu bewusst. Der Gedanke an eine Dusche erfüllt sie mit Vorfreude. Hondong ist von dem Vorschlag überrascht, erkennt aber schnell, dass die Dusche funktionieren muss, wenn die Wohnung Strom hat. Fatty bestätigt dies mit einem Grinsen und fügt hinzu, dass es sogar warmes Wasser gibt. Die Mädchen starren ihn ungläubig an. Fatty erklärt weiter, dass auch das heiße Wasser Koyons Fähigkeiten zu verdanken sei. In diesem Moment scherzt eines der Mädchen: Koyon ist nicht nur unser Nachbar, er ist wie unser Elektriker, Klempner und Wasserversorger in einem. Er ist im Grunde unser Allzweckgott. Die Gruppe lacht und stimmt zu, dass Koyon im Moment tatsächlich wie eine Art Alleskönnergott wirkt. Während sich die Gruppe unterhält, tritt ein Teenager mit Brille an Hong heran und fragt ihn mit überheblichem Lächeln, ob er glaubt, stärker zu sein als Koyon. Hondong schüttelt den Kopf und gibt zu, dass es angesichts von Koyons Fähigkeiten unwahrscheinlich ist, dass jemand aus ihrer Gruppe ihn übertreffen könnte. Plötzlich legt Toyi eine Hand auf Hongs Schulter und schlägt eine verrückte Idee vor: Sie sollten sich zusammentun, um Koyon zu besiegen. Toyi argumentiert mit verdrehter Logik, dass sie Koyon durch Überwältigung dazu zwingen könnten, all seine Ressourcen herauszugeben. Hondong reagiert gereizt und nennt Toyi verrückt. Er besteht darauf, dass sie sich lieber Koyons Vertrauen verdienen sollten, anstatt sich mit ihm anzulegen. Entschlossen fordert er Toyi auf, seine leichtsinnigen Pläne aufzugeben. Widerwillig stimmt die Gruppe schließlich überein, dass ihre beste Option darin besteht, Koyon zu beeindrucken.
Die Szene wechselt zu einem schmächtigen, traurig wirkenden Jungen, dessen Name zunächst unbekannt ist. Hondong geht auf ihn zu und stellt ihn als Baiugan vor. Entschuldigend erkennt Hondong an, dass Baiugans Kummer möglicherweise mit seinen eigenen vergangenen Taten zusammenhängt. Hong erzählt, dass er während einer Einweihungsparty all seine Freunde, einschließlich Baiugan, eingeladen hatte, genau in dem Moment, als die Apokalypse begann. Baiugans Großmutter, sein einzig verbliebenes Familienmitglied, wurde in ihrem Haus zurückgelassen. Dies erklärt Baiugans tiefe Traurigkeit. Baiugan antwortet leise, dass er keine Wahl hatte, zur Party zu kommen, und gibt Hondong keine Schuld. Doch der Schmerz steht ihm noch immer ins Gesicht geschrieben. Hondong versichert der Gruppe, dass sie nach dem Essen einen Plan ausarbeiten werden, um Baiugans Großmutter zu retten. Doch innerlich fürchtet Baiugan das Schlimmste. Er sorgt sich, dass seine Großmutter längst tot sein könnte, ein Opfer der Goblins. Während die Gruppe Rettungsstrategien durchdenkt, knarrt plötzlich die Tür. Die Anspannung im Raum steigt schlagartig. Hondong greift instinktiv zu seinem Baseballschläger, sicher, dass ein Goblin eingedrungen ist. Doch anstelle eines Goblins tritt Koyon ein, mit 2 schwarzen Taschen in den Händen. Er trägt lediglich ein T-Shirt und Shorts, doch von ihm geht eine überwältigende Aura der Macht aus. In diesem Moment wird Hondong klar, dass Koyon ihre einzige Hoffnung ist, all ihre Probleme zu lösen. Koyon tritt vor, sein Gesicht ernst, und lässt seinen Blick über die Gruppe schweifen. Ohne zu zögern erklärt er mit fester Stimme, ich werde euch helfen. Ein paar Minuten vergehen, und sie sitzen schweigend um den Tisch. Die Atmosphäre ist angespannt, bis Hawan, Fettys Frau, schließlich das Wort ergreift. Sie entschuldigt sich dafür, dass es im Raum so eng ist. Han, bemüht, höflich zu sein, erwidert, dass es in Ordnung sei, da sie unangekündigt gekommen sind. Es störe sie nicht. Gerade in diesem Moment betritt Fetty den Raum und verkündet, dass das Essen fertig ist. Einer nach dem anderen setzt er Schüsseln mit Reis vor ihnen ab. Sie können kaum glauben, dass sie gleich eine richtige Mahlzeit genießen werden und fragen sich, wann sie das letzte Mal etwas Anständiges gegessen haben. Hawan, leicht verlegen, zögert, bevor sie zugibt, dass sie sich nicht sicher ist, ob das Essen ihren Geschmack treffen wird. Was für Hawan eine einfache Mahlzeit ist, versetzt die Gruppe in ehrfürchtiges Staunen. Die Bogenschützin starrt auf die Gerichte vor sich und kann ihre Begeisterung kaum zurückhalten. Sie gesteht, dass es lange her ist, seit sie etwas so Leckeres gegessen hat. Hawan, die die Komplimente schüchtern abtut, erklärt, dass es alles nur dank der Zutaten sei, die Koyon bereitgestellt hat. Sie gibt zu, dass sie ohne Koyons Hilfe nur Reis und Mandarinen hätte servieren können. Unterdessen bemerkt Koyon, dass Hawans Vertrauen in ihn auf 50 gestiegen ist. Er lächelt leise in sich hinein und erinnert sich an seine Mutter, die immer vor Freude strahlte, wenn Gäste ihr Essen lobten. Doch als er weiter darüber nachdenkt, stellt er überrascht fest, dass Hawans Vertrauen inzwischen sogar das von Junes übertroffen hat. Später beginnen alle zu essen und danken Hawan für die Mahlzeit. Hawan und Fetty beobachten, wie ihre Gäste das Essen gierig verschlingen, als hätten sie seit einer Ewigkeit nichts Anständiges mehr gegessen. Die Bogenschützin kann nicht aufhören, das Ei-Omelett zu loben, während ein anderes Mädchen zu Hawan bemerkt, dass der Stil des Eis japanisch wirkt. Hawan lächelt warm, stimmt zu und ermutigt sie freundlich, das Essen zu genießen. In diesem Moment ruft Hawans jüngste Tochter nach ihr und zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich. Das kleine Mädchen möchte auch von den Eierrollen essen, doch Hawan erklärt ihr sanft, dass sie mehr für sie machen wird, sobald die Gäste gegangen sind. Das Mädchen wirkt daraufhin etwas traurig. Die Bogenschützin bemerkt dies und fragt Hawans Tochter, ob sie die Eierrollen mit ihr teilen möchte. Sofort erhellt sich das Gesicht des Kindes und ihre Freude erfüllt den Raum. Sie rennt schnell zu der Bogenschützin und klettert auf deren Schoß. Ihre Begeisterung ist nicht zu übersehen. Die Bogenschützin lächelt warm und ist sichtlich erfreut über die Begeisterung des kleinen Mädchens. Das Kind verkündet voller Vorfreude, dass es bereit ist. Die Bogenschützin nahm ein Stück Eierrolle auf und forderte sie sanft auf, den Mund zu öffnen. Das Kind strahlte vor Freude, ihr Lächeln erhellte den Moment. Koyon schlug dann vor, dass Fetty und Hawan sich ihnen anschließen sollten und versicherte ihnen, dass genug Essen für alle da war. Die beiden tauschten einen zögerlichen Blick aus, waren sich zunächst unsicher, aber lächelten schließlich und stimmten zu, glücklich, Teil der Runde zu sein. Während sie gemeinsam aßen, erfüllten Lachen und fröhliche Gespräche den Raum. Koyon nahm sich einen stillen Moment, um über die Wärme der Szene nachzudenken. Der lebhafte Lärm erinnerte ihn daran, wie lange es her war, dass er so etwas erlebt hatte. Seine Gedanken drifteten zu Erinnerungen an seine Mutter und die Fürsorge, die sie ihm immer entgegengebracht hatte.
Ein sanftes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er insgeheim hoffte, dass es seiner Familie gut ging. Die Zeit verging, und bald war das Essen aufgegessen, nur leere Teller blieben zurück. Hawans jüngste Tochter, mittlerweile müde, erwähnte, dass sie sich ausruhen wollte. Hawan hob sie sanft hoch und bat ihre älteste Tochter, ihr ins Zimmer zu folgen, um schlafen zu gehen. Kurz darauf entschied Koyun, dass es an der Zeit war, wieder zur Sache zu kommen. Er wandte sich an die Gäste und schlug vor, ihr vorheriges Gespräch fortzusetzen. Er wollte wissen, warum sie das Haus der Großmutter nicht erreichen konnten, obwohl es so nah lag. Han, dessen Gesichtsausdruck ernst wurde, erklärte, dass es an den Goblins lag. Koyun hob eine Augenbraue, zweifelnd, ob es wirklich die Goblins waren. Er erinnerte sich an seine eigenen Schwierigkeiten, als er ihnen zum ersten Mal begegnet war. Han nickte und bestätigte, dass es wahr sei. Er erklärte, dass die Goblins einen unterirdischen Parkplatz entdeckt und zu ihrer Basis gemacht hatten, wo sie sich versteckten. Koyuns Neugier wuchs, und er fragte, ob sie wussten, wie viele Goblins sich dort unten befanden. Han antwortete mit düsterem Blick, dass es mehrere tausend waren. Koyun hielt inne und dachte nach. Ihm wurde klar, dass seine Fähigkeiten nur effektiv vom Erdgeschoss bis zur 30. Etage funktionierten, was bedeutete, dass sie im unterirdischen Parkplatz nicht so nützlich wären. Plötzlich ergab alles Sinn. So hatten die Goblins das Gebiet infiltriert. Han erklärte weiter, dass der unterirdische Parkplatz direkt mit dem Eingang des Apartmentgebäudes verbunden war, das sie erreichen mussten. Die Goblins hatten es zu ihrer Festung gemacht und verließen es nur selten. Koyun erinnerte sich an die Seitenstraßen in der Nähe und fragte Han danach. Es gab alternative Wege, die sie hätten nehmen können. Han nickte und gab zu, dass ihr ursprünglicher Plan darin bestand, über die Seitenstraßen zu entkommen. Doch dort waren sie auf etwas gestoßen, das noch schlimmer war als die Goblins. Neugierig drängte Koyun Han dazu, zu erklären, was gefährlicher sein konnte als eine Armee von Goblins. Han berichtete, dass sie einen riesigen Schatten gesehen hatten, der wie ein Bär aussah. Er erklärte, dass sie aus dem Apartmentgebäude entkommen konnten, weil der Bär gerade gegen die Goblins kämpfte, was ihnen ein kurzes Fluchtfenster verschaffte. Koyun dachte darüber nach, wie man mit einem so großen Wesen umgehen könnte, und fragte Han nach weiteren Details. Han gestand, dass er sich nicht sicher war, ob es wirklich ein Bär war, da die Dunkelheit seine Sicht eingeschränkt hatte. Koyun erklärte entschlossen, dass sie sich früher oder später sowohl den Goblins als auch dieser dunklen Gestalt stellen müssten. Han stimmte zu, blickte jedoch besorgt zu Boden. Er gab zu, dass ihre Gruppe nicht gut genug ausgerüstet war, um beide Bedrohungen gleichzeitig zu bewältigen. Koyun, neugierig auf ihre Einschränkungen, bat um eine genauere Erklärung. Die Bogenschützin meldete sich zu Wort und erklärte, dass sowohl sie als auch Han auf Gegenstände wie Pfeile und Baseballs angewiesen waren, aber ihre Vorräte zur Neige gingen und sie keinen Nachschub besorgen konnten. Trotz der Schwierigkeiten blieb Koyun ruhig und schlug vor, dass sie eine Lösung finden könnten. Er bat darum, ihre aktuellen Waffen zu inspizieren. Ohne zu zögern reichte die Bogenschützin ihm ihre Ausrüstung. Das System meldete sich daraufhin bei Koyun und fragte, ob er die neuen Gegenstände registrieren wollte. Koyun stimmte zu, und das System begann mit dem Scannen. Wenige Augenblicke später zeigte es die Kosten für die Replikation der Gegenstände an. Als er gefragt wurde, ob er sicher sei, bestätigte Koyun. Er blickte sich am Tisch um und fragte, ob jeder die Waffen des Bogenschützen benutzen konnte. Die Gruppe nickte schweigend, verstehend, dass nur eine Waffe vorhanden war. Koyun nahm ihr Schweigen als Zustimmung und wandte sich wieder dem System zu. Er bestellte 5 Sets der Bogenschützenwaffen samt Pfeilen. Die neu erschaffenen Waffen erschienen auf dem Tisch, und Koyun richtete sich an die Gruppe. Wer mit Waffen nicht vertraut ist, sollte jetzt die Gelegenheit nutzen, sie zu lernen. Das werden eure Hauptwaffen von nun an sein, sagte er bestimmt. Während die Waffen materialisierten, benachrichtigte das System Koyun, dass mehrere Mitglieder von Hans' Gruppe ihr Vertrauen in ihn gestärkt hatten. Unterdessen haftete Mons Blick auf den Waffen. Er konnte nicht anders, als Koyuns Einfallsreichtum zu bewundern. Ihm wurde klar, dass sie mit Koyun an ihrer Seite vielleicht wirklich seine Großmutter retten konnten. Das System bestätigte, dass Mons Vertrauen in Koyun erheblich gewachsen war. Han durchbrach die Stille und bemerkte, dass sich mit Koyuns Unterstützung ihre Jagdgeschwindigkeit drastisch verbessern würde. Ein anderes Mädchen fügte hinzu, dass Koyuns Hilfe ihre Aufgaben sicherer machen würde, da sie sich nicht mehr in Gefahr begeben müssten, um Pfeile zu sammeln. Koyun rief daraufhin alle zur Aufmerksamkeit und erklärte, dass sie, bevor sie weiterziehen konnten, die Anzahl der Goblins in der Umgebung reduzieren mussten.
Han stimmte zu und fragte, wann sie mit der Jagd beginnen würden. Ko-Yun antwortete entschlossen, morgen. Han wirkte zögerlich und fragte nach, warum es so dringend sei. Doch Ko-Yun erklärte, dass ihre Chancen umso besser stünden, je früher sie handelten. Han nickte schließlich, sah aber weiterhin unsicher aus. Ko-Yun wandte sich an Moon und versicherte ihm, morgen werden wir deine Großmutter retten. Moons Gesicht hellte sich vor Hoffnung und Aufregung auf bei dem Gedanken, seine Großmutter wiederzusehen. Han, weiterhin besorgt, äußerte seine Zweifel, wie sie mit so vielen Hindernissen fertig werden sollten. Ko-Yun lächelte selbstbewusst und enthüllte seinen Plan. Wir werden eine Köderstrategie nutzen, um die Goblins herauszulocken. Nach Ko-Yuns Worten richteten sich alle Augen am Tisch auf ihn, gespannt auf weitere Details seines Plans. Han und die Bogenschützin blieben nachdenklich und fragten sich, ob die Idee wirklich funktionieren konnte. Der Junge mit der Brille äußerte seine Sorge, der Plan wird nur funktionieren, wenn wirklich alles perfekt läuft. Während sie noch berieten, benachrichtigte das System Ko-Yun, dass die zuvor an Fetty zugewiesene Mission abgeschlossen war. Zusätzlich erhielt er eine Belohnung von 30.000 Won. Als Ko-Yun die Nachricht las, war er überrascht. Ihm war nicht bewusst gewesen, dass für jede abgeschlossene Mission eine Bezahlung erfolgte. Er überprüfte die Benachrichtigung erneut und stellte sicher, dass es stimmte. Schnell erkannte Ko-Yun, dass er mit genug Geld Missionen an seine Leute vergeben konnte, wodurch sie stärker werden würden. Mit anderen Worten, je mehr Geld er hatte, desto mehr Macht konnte er anhäufen. Als er die Augen schloss, dachte er darüber nach, dass dies zwar eine starke langfristige Strategie zu sein schien, er sich aber vorerst nicht zu sehr darauf verlassen wollte. Das System informierte Ko-Yun außerdem, dass das Vertrauen von Yoon, welcher Fettys richtiger Name, auf insgesamt 50 Punkte gestiegen war. Dadurch wurde ein neuer Status freigeschaltet, Loyalität. Da die Loyalität die Mindestanforderung von 30 Punkten überschritt, stieg Fetty von einem einfachen Bewohner zu einem Vasallen auf. Das System zeigte die aktualisierten Werte und Attribute von Jun an. Er war nun auf Level 9 mit einem Vertrauenswert von 51 Punkten und einer Loyalität von 62. Allerdings hatte er keine erweckten Fähigkeiten und 0% gemeinsames Erfahrungspunkte oder Geldguthaben. Nach sorgfältiger Analyse der Informationen entschied sich Ko-Yun, Fetty als seinen ersten Vasallen zu registrieren. Infolgedessen begann eine blaue Aura von ihm auszustrahlen. Plötzlich spürte er Veränderungen in seinem Körper und brach in Schweiß aus. Das System bestätigte, dass die erste Vasallenregistrierung erfolgreich war, wodurch Ko-Yun eine neue Fähigkeit freischaltete, Vasall beschwören. Diese Fähigkeit ermöglichte es Ko-Yun, den Vasallen innerhalb seines Hauses zu beschwören, allerdings mit einer Abklingzeit von 2 Stunden. Das System aktualisierte erneut Juns Status und zeigte, dass er Level 20 erreicht und den Titel Erster Diener erhalten hatte. Zudem erweckte er seine erste Fähigkeit, Gorillakraft, eine passive SE-Fähigkeit, die ihm übermenschliche Stärke verlieh. Das System erklärte weiter, dass dank des Titels Erster Diener alle Erfahrungspunkte und das gesamte Gold, das Fetty durch das Jagen verdiente, geteilt wurden. Schließlich offenbarte das System, dass Ko-Yun die Fähigkeit Ultimative Augen nutzen konnte, um seinen Vasallen in einem Umkreis von 5 Metern um sein Haus zu beschwören. Ko-Yun bemerkte ein Plus-Symbol neben Juns Level und fragte sich, was es bewirken könnte. Als er darauf drückte, stellte er fest, dass es eine Funktion war, um das Vasallenlevel zu erhöhen, allerdings zu einem Preis von 1 Million. Schockiert über die exorbitanten Kosten rief Ko-Yun aus, dass es viel zu teuer sei, nur um eine einzige Vasallenfähigkeit zu verbessern. Die Frau am Tisch bemerkte seinen Gesichtsausdruck und fragte, was los sei. Ko-Yun winkte ab und meinte, es sei nichts. Dann wandte er sich wieder Jun zu und fragte ihn, wie er sich fühlte. Die Szene verlagerte sich auf Jun. Der sagte, dass seine Kraft nur so sprudelte, seine Adern pulsierten sichtbar. Er fragte, ob diese Veränderung Ko-Yuns Werk sei. Ko-Yun nickte zur Bestätigung. Fetty betrachtete seine Hände und bemerkte, dass es sich anfühlte, als wäre sein Körper 10 Jahre jünger geworden. Ko-Yun lächelte stolz und schlug vor, dass Fetty dem Rettungsteam beitreten sollte. Er reichte ihm einen Bogen. Fetty schaute verwirrt auf die Waffe. Ko-Yun erklärte, dass die Mission wichtig sei, weil Vasallen die doppelten Belohnungen im Vergleich zu normalen Bürgern erhielten. Mit einem befehlenden Ton wies Ko-Yun Fetty an, so viele Monster wie möglich zu besiegen. Fetty nickte zustimmend, woraufhin Ko-Yun lächelte und sein Vertrauen in ihn ausdrückte. Draußen, im Erdgeschoss. Das Rettungsteam begann seine Suche nach Überlebenden. Ein Junge mit einem Baseballschläger fragte, ob es wirklich notwendig sei, das Erdgeschoss zu durchsuchen. Han erinnerte ihn daran, dass es Ko-Yuns Befehl war. Die Rettungseinheit begann ihre erste Mission,
alle Überlebenden im Gebäude ausfindig machen und sie zum 30. Stock bringen. Ein entscheidender Teil der Mission war es, so viele Goblins wie möglich aus ihren Verstecken zu locken und zu eliminieren, während gleichzeitig Überlebende gerettet wurden. Der Junge mit dem Baseballschläger verstand den Plan und die Gruppe rückte weiter vor. Hahn rief, dass alle wachsam bleiben sollten. Goblins könnten jederzeit und aus jeder Richtung auftauchen. Während sie ihre Suche fortsetzten, hatten sie bislang weder Überlebende noch Goblins gefunden. Doch dann bemerkte Hahn etwas Ungewöhnliches. Einige Mitglieder der Gruppe konnten ihren Augen kaum trauen. Mehrere leblose Körper lagen über den Boden verstreut, Opfer der Goblins. Der Anblick erfüllte das Team mit Trauer und Wut, wodurch ihr Hass auf die Goblins weiter wuchs. Aber sie dürften keine Zeit verlieren. Entschlossen setzten sie ihren Weg in den 2. Stock fort. Im 2. Stock bot sich ihnen eine katastrophale Szene. Überall lagen Leichen. Das Team war entsetzt, doch sie setzten ihren Weg in den 3. Stock fort. Dort schien zunächst alles ruhig. Der Anführer des Teams klopfte an die Türen und rief, um zu prüfen, ob sich jemand darin befand. Die restlichen Teammitglieder folgten seinem Beispiel in der Hoffnung, Überlebende zu finden. Nachdem sie mehrere Türen ohne Erfolg überprüft hatten, senkten die Teammitglieder ihre Köpfe, bedrückt von der Stille. Doch der Junge mit dem Baseballschläger weigerte sich aufzugeben und ermutigte das Team, weiterzumachen. Im 4. Stock klopften sie erneut an die Türen und verkündeten, dass sie zur Rettungseinheit gehörten. Plötzlich öffnete sich eine Tür mit einem leisen Knarren. Ein Mann mit einem erschöpften Ausdruck trat hervor. Er fragte misstrauisch, ob sie wirklich zur Rettungseinheit gehörten, und flehte um Wasser. Hahn zog sofort eine Flasche heraus und reichte sie ihm. Doch der Mann war immer noch skeptisch und fragte erneut, ob sie tatsächlich von der Rettungstruppe seien. Hahn versicherte ihm, dass sie hier waren, um die Überlebenden zu einem sicheren Ort zu bringen. Der Mann schien überrascht, schloss die Tür kurz, öffnete sie dann aber wieder. Hinter ihm standen 2 weitere Personen. Er stellte sich als Hong Yong-Soo vor und erklärte, dass er sich auf das Team verlassen würde. Hahn stellte sich ebenfalls vor und äußerte die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit. Dann beauftragte er die Mädchen aus dem Team, Hong Yong-Soo und seine Gruppe zum 30. Stock zu bringen, bevor sie die Mission fortsetzten. Hong Yong-Soo zögerte und fragte, ob der 30. Stock wirklich sicher sei. Doch sein Sohn, der die ganze Zeit geschwiegen hatte, gestand, dass er auf eine Rettung gehofft hatte. Vielleicht wartete sogar ein Hubschrauber auf sie. Eines der Mädchen stellte klar, dass es keinen Hubschrauber gab, aber warmem Essen und die Möglichkeit, ein Bad zu nehmen. Hong Yong-Soos Tochter wurde aufgeregt. Ein Bad? Inmitten der Apokalypse? Das Mädchen lachte und bestätigte, dass es sogar ein warmes Bad sein würde. Die Tochter wandte sich daraufhin begeistert an ihren Vater und drängte ihn, nicht länger zu zögern. Widerstrebend gab der Mann schließlich nach. Zurück bei Koyun. Kurz darauf informierte das System Koyun, dass die Gesamtzahl der Bürger auf 40 gestiegen war. Gleichzeitig stiegen ihre Erfahrungspunkte und das Goldguthaben auf 90%. Einige Zeit später wurde gezeigt, dass die Mission erfolgreich war und sie mehrere Menschen retten konnten. Die älteren Menschen und Kinder wurden in Fettis Haus untergebracht, wo alle glücklich zu sein schienen. Die jüngeren Überlebenden blieben in den Fluren. Hahn bestätigte selbstbewusst, dass sich nun insgesamt 40 Personen versammelt hatten und niemand bei der Suche fehlte. Koyun bedankte sich bei allen für ihre hervorragende Arbeit. Dann aktivierte er seine Fähigkeit Absolute Augen, wodurch seine Augen schwarz wurden, während er sorgfältig jede Bewegung seiner Bürger beobachtete. Er sah, wie sie Stühle trugen, mit Kabeln an den Treppen arbeiteten, Seile schleppten und sogar mit sehr schweren Gegenständen die Treppen hinaufstiegen. Nachdem er die Fähigkeit deaktivierte, kehrten seine Augen zur Normalität zurück. Mit einem Lächeln sagte er Hahn, dass es nun Zeit sei, Phase 2 der Goblin-Jagd-Operation zu starten. Im Flur rief Hahn gemeinsam mit den anderen Teammitgliedern zur Aufmerksamkeit auf und erklärte den Plan sowie die Vorgehensweise. Alle hörten geduldig zu, während Hahn im Detail erklärte, wie sie alle Goblins, die sich im Keller versteckten, herauslocken wollten. Zuerst würden sie mit der ersten unterirdischen Etage, B1, beginnen. Die Gruppe würde sich in 2 Teams aufteilen, um die Goblins auf B1 anzulocken und zu beseitigen. Danach würden sie zu B2 vorrücken, um dort ebenfalls alle Goblins auszuschalten. Ein Junge mit Brille hob die Hand und stellte eine Frage. Er wollte wissen, was sie tun würden, falls mehr Goblins auftauchten als erwartet. Außerdem merkte er an, dass, wenn die Goblins einen Gegenangriff starteten, die Leichen auf dem Boden ihre Flucht behindern könnten. Hahn und die Bogenschützin versicherten ihm selbstbewusst, dass sie mit allen Goblins fertig werden würden.
da sie jetzt, im Gegensatz zu vorher, genug Pfeile hatten. Der Junge mit Brille nickte zustimmend und sagte, dass er ihnen vertraute. Plötzlich hörten sie ein seltsames Geräusch. Als sie sich der Quelle des Geräusches zuwandten, bemerkten sie eine kleine Gruppe von 3 Goblins, die zum Angriff bereit waren. Ohne den Goblins die Gelegenheit zu geben, den ersten Schlag auszuführen, zog die Bogenschützin ihren Bogen und schoss 2 schnelle Pfeile, die direkt die Köpfe 2 Goblins trafen. Nur einer blieb übrig. Ohne zu zögern stürmte der Mann mit dem Baseballschläger nach vorne und zerschmetterte mit einem einzigen Schlag den Kopf des letzten Goblins. Nun lagen die 3 Goblins leblos am Boden. Der Junge mit Brille wandte sich an den Mann mit dem Baseballschläger und fragte ihn, warum er einen Schläger benutze, obwohl er vorher gesagt hatte, dass er einen Bogen benötigen würde, um Goblins zu besiegen. Der Ältere gab zu, dass der Junge recht hatte. Währenddessen deutete die Bogenschützin auf die Goblinleichen und bemerkte, dass sie kurz nach ihrer Niederlage verschwanden. Der Neuankömmling wunderte sich, ob dieses Phänomen vielleicht eine Fähigkeit von Koyon war. Han erklärte die Mission auf dieser Etage für abgeschlossen und kündigte an, dass sie nun zu B1 weiterziehen würden. Der Neuankömmling, immer noch in Gedanken versunken, bemerkte, dass er eigentlich erwartet hatte, dass Koyon eine Lösung für die Goblinleichen hätte. Das System meldete darauf hin, dass das Vertrauen der Bürger stieg. Die Szene wechselte zu Koyon, der ruhig da saß und eine Flasche öffnete, während sich eine Reihe von Systemfenstern vor ihm zeigte. Er genoss den Moment und bemerkte, dass es zwar nicht beabsichtigt war, aber er dennoch alle im Auge behielt. Das System schickte eine weitere Benachrichtigung. Mons Vertrauen hatte 50 erreicht und damit Loyalität freigeschaltet. Die Loyalitätsstatistik hatte 30 überschritten, was die Bedingungen für eine Registrierung erfüllte. Koyon war überrascht, wie schnell er diese Werte erreicht hatte, doch er dachte, dass es langfristig umso besser sei, je schneller es passierte. Auf dem Boden sitzend und nachdenklich auf das Systemfenster starrend, überprüfte Koyon Mons Werte, 55 in Vertrauen und beeindruckende 88 in Loyalität, neben anderen Attributen. Koyon war über die 88 in Loyalität erstaunt, doch er blieb ruhig und betrachtete es als ein positives Ergebnis. Mit einem ironischen Lächeln drückte er auf einen Button im Systemfenster und erklärte, dass die Registrierung abgeschlossen sei. Zurück im Keller auf B1 kämpfte die gesamte Gruppe heftig gegen die Goblins. Plötzlich begann der Neuankömmling ein blaues Leuchten auszustrahlen, ähnlich wie Fatty es zuvor getan hatte. Mit seinem Bogen in der Hand war Moon völlig überrascht, als Blitze um ihn herum zuckten. Die anderen Gruppenmitglieder waren ebenso geschockt und fragten sich, was gerade geschah. Selbst die Goblins wirkten verwirrt, da das intensive Licht sie blendete. Moons rote Augen leuchteten in der Dunkelheit auf, und es zeigte sich, dass die Goblins dem strahlenden Licht nicht standhalten konnten, sie waren vorübergehend blind. Han rief laut, dass er nicht wisse, was hier passierte, doch es sei eine Gelegenheit, die sie nicht verpassen dürften. Ein Teil der Gruppe rannte sofort, um Abstand zu gewinnen, während der andere Teil zurückblieb, um die Goblins mit ihren Bögen aus der Ferne zu eliminieren. Beide Bogenschützen zeigten tödliche Präzision und zielten ausschließlich auf die Köpfe der Goblins. Die Bogenschützin, sichtbar wütend, führte eine blitzschnelle Bewegung aus und erledigte mehrere weitere Goblins. Als die überlebenden Goblins sahen, was gerade vor ihnen geschah, wurden sie rasend vor Wut und stürmten auf die Gruppe zu. Doch obwohl sie schon viele Goblins erledigt hatten, schien deren Anzahl nicht zu schrumpfen, sie wurden nur noch aggressiver. Während sie rannten, wurde der Gruppe bewusst, wie unnachgiebig diese Goblins waren. Sie hatten nicht erwartet, dass sie so unerbittlich kämpfen würden. Die Bogenschützen riefen, dass sich alle zum Notfalltreppenhaus zurückziehen sollten. Der Mann mit dem Baseballschläger vermutete, dass nun alle Goblins aus B2 an ihren Standort geströmt waren. Als die Gruppe das Notfalltreppenhaus erreichte, stürmten sie die Treppen hinauf, ohne es zu wagen, zurückzublicken. Um den Vormarsch der Goblins zu verlangsamen, stemmte Han sich gegen die Tür. Doch einer der Goblins schaffte es, seine Hand durch den Spalt zu quetschen und fragte höhnisch, ob Han die Tür etwa allein halten wolle. Sofort eilten der Junge mit Brille und der Mann mit dem Schläger herbei, um Han zu helfen. Doch die Goblins drückten mit immer größerer Kraft dagegen. Die Gruppe gab zu, dass es immer schwieriger wurde, die Tür geschlossen zu halten, da die schiere Anzahl der Goblins überwältigend war. Plötzlich erklang eine Stimme von hinten, die ihnen zurief, dass Hilfe nahte. Es war Fatty, der die Gorilla-Kraftfähigkeit nutzte, die ihm Koyon zuvor gewährt hatte. Mit übermenschlicher Stärke stemmte Fatty sich gegen die Tür und blockierte den Vorstoß der Goblins. Han fragte besorgt, ob er das durchhalten könne, doch Fatty drängte sie, die Treppe weiter hinaufzusteigen. Trotz seiner enormen Kraft schwitzte Fatty und kämpfte mit aller Macht, um die Tür geschlossen zu halten.
Doch er blieb konzentriert und erklärte, dass dies seine Pflicht sei, eine, die er erfüllen müsse. Schließlich rief Hahn ihm zu, dass alle in Sicherheit seien, und befahl ihm, ebenfalls die Treppe hinaufzukommen. Ohne zu zögern wandte Fatty der Tür den Rücken zu und begann zu rennen. Doch mitten auf der Treppe stolperte er und stürzte zu Boden, genau in dem Moment, als die Goblins ihn fast eingeholt hatten. Am Boden liegend, fast in Reichweite der Goblins, schrie Fatty seinen Freunden zu, sie sollten ihn zurücklassen und weiter evakuieren. Hahn zögerte, unsicher, was er tun sollte, doch plötzlich rannte jemand die Treppe hinunter, ohne zu zögern. Es war der Junge mit dem Baseballschläger. Mit einem einzigen, mächtigen Schlag zerschmetterte er den Goblin, der Fatty bedrohte. Doch in diesem Moment passierte etwas Unerwartetes. Fatty verschwand spurlos. Das war es schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Like da und abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen. Schreib mir auch in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Also bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal.